Ich begrüße euch zum 10. Thema der Veranstaltungsreihe über Wilhelm Reich mit dem Untertitel Grundlagen lebendiger Entfaltung. Das ist die letzte Veranstaltung in dieser Reihe, in diesem, wenn man so will, Wintersemester oder in der Wintersaison. Und der spezielle Titel des heutigen Abends heißt Kosmische Orgon, Energie und Wirbelbewegung, Wilhelm Reichs Kosmologie eines lebendigen Universums. Ja, das ist ein kleines und bescheidenes Thema und wird auch andeuten, dass man den Wilhelm Reich eigentlich als Universalgelehrten auch bezeichnen könnte. Das heißt, über viele Disziplinen hinweg und sogar den Blick dann gerichtet in Struktur und Dynamik des Universums. Eigentlich sollte man sowas ja an den Universitäten vor allen Dingen behandeln. Das war ja auch mal so, aber da haben wir ja hier immer mal drüber geredet, dass da vieles auf der Strecke geblieben ist von dem früher mal universellen Anspruch, dass große Zersplitterung in die Teildisziplinen stattgefunden hat mit entsprechenden Konsequenzen und dass gerade in den letzten Jahren ja ein unglaubliches Maß an Verschulung um sich gegriffen hat an den deutschen Universitäten und Fachhochschulen, Bachelor und Master und so weiter und so fort. Das heißt, man kommt da eigentlich kaum dazu, mal über den Tellerrand der Disziplin hinaus zu gucken, geschweige denn auch nur mal sich mit den Grundlagen, den begrifflichen und methodischen Grundlagen der eigenen Disziplin oder gar auch anderer etwas tiefer und gründlicher auseinanderzusetzen. Nun, deswegen ist das auch nicht ganz unpassend, dass ich in dieser Wintersaison hier diese Veranstaltungsreihe mal rausverlagert habe aus akademischen Räumen in Räume, die eben ja, der allgemeinen Öffentlichkeit offen stehen. Das war allerdings früher im Studium Generale an der FHW Berlin ja auch der Fall. Ja, vielleicht ein Stück ganz kurz, autobiografisch von mir, bezogen auf dieses Thema. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich wollte ja ursprünglich Naturwissenschaft studieren und Physik. Und zu Physik im Studium gehört natürlich auch viel Mathematik. Physik und Mathematik waren meine Lieblingsfächer auf der Schule. Ich fand das faszinierend, wie man über mathematische Gesetzmäßigkeiten dann sogar mit dem Blick ins Universum oder etwa in die Planetenbewegungen dann dort Formen wiederentdecken kann, die man eigentlich abstrakt mathematisch vorher abgeleitet hatte. Wie das so zusammenstimmt, hat mich unglaublich interessiert und fasziniert. Ich wollte immer mehr Verständnis entwickeln über die grundlegenden Naturzusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten. Mit dieser Begeisterung, mit dieser Motivation, mit diesem Interesse bin ich dann also 1963 eingestiegen in das Studium der Physik an der Universität Bonn. Ja, und die meisten wissen es ja, ich bin nicht dabei geblieben, sondern bin später und war sehr bald umgestiegen auf das Studium der Volkswirtschaftslehre. Und da will ich ein paar Sätze zu sagen, wie also ein solches ausgeprägtes Interesse durch die damals gegebenen Strukturen des Studienbetriebes wirklich einen sehr starken Dämpfer erfahren und erlitten hat. Das Gebäude der Naturwissenschaftler war schon außerhalb am Rand in Bonn in Poppelsdorf und ich meine, das sagt als solches noch nicht viel, aber es war so ein nüchterner, moderner Neubau. Es waren die ersten Vorlesungen, Massenvorlesungen, 300, 400 Teilnehmer. Und im Wesentlichen ging es um Mathematik. Nun war ich ein Ass in Mathematik. Ich hatte vielen Schülern und Schülerinnen Nachhilfe gegeben in Mathematik und war als solcher Nachhilfelehrer da auch sehr erfolgreich. Also die haben dann die Hürden doch meistens genommen. Und
da dachte ich natürlich, das geht jetzt so weiter. Ich war auch immer Klassenbester, ohne mich groß angestrengt zu haben. Das flog mir alles so zu. Ja, und dann rein in diesen Studienbetrieb, ohne irgendeine Einführung, ohne irgendeine Begrüßung von Seiten der Unileute für die Erstsemester. Es gab auch keine Studienberatung damals, nichts, sondern wir sind voll ins kalte Wasser reingestürzt worden in Vorlesungen, die so abstrakt und unverständlich waren, wo ich auch nichts von dem wiedererkannte, was wir auf der Schule an Mathematik gelernt hatten und wo ich ja wirklich auch ein Ass drinnen war. Und ich hörte nur immer mal wieder so von oben herab, naja, Schulmathematik, wir machen hier nicht Schulmathematik. Also so ein Pipifax machen wir nicht, wir sind hier auf einem höheren Niveau. Und es hat mich unglaublich Kraft und Zeit und Energie gekostet, um dort die Anforderungen einigermaßen zu erfüllen. Also das waren dann auch Hausaufgaben und mussten wöchentlich abgeliefert werden, dann gab es Punkte und dann habe ich mit einem anderen Kommilitonen bis in die Nacht gesessen, und um diese Aufgaben da irgendwie hinzukriegen. Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, jedenfalls Resultat war, das war damals das Sommersemester 1963, dass ich nicht mehr wie in all den Jahren meiner Schulzeit immer noch genügend Zeit und Gelegenheit hatte, ins Schwimmbad zu gehen und mich der Sonne auszusetzen und mich bräunen zu lassen, sondern diesmal war ich in der Mitte des Semesters ein bleich, nicht nur Gesicht, sondern alles war bleich, weil ich kam nicht mehr an die frische Luft und die Räume dort waren übrigens auch ganz von der Natur abgeschottet, da drang kein Lichtstrahl rein und keine frische Luft, also Klimaanlagen und dergleichen. Naturwissenschaft studieren und die erste Voraussetzung war, und das habe ich wirklich so empfunden, mich selber erstmal von der Natur abzuschneiden und abzutrennen und hineinzugehen und gezogen und getrieben zu werden in eine mathematische Abstraktion. Abstraherer heißt ja wegziehen. Und so ist es wörtlich gewesen. Ich habe das zwar damals noch nicht verstanden, weil ich nur dachte, ich selber bin da jetzt auf einmal irgendwie ein bisschen begriffsstutzig und fange da an, vieles nicht mehr zu kapieren. Aber es lag ja in der Struktur. Der ganze Hörsaal, die ganzen Studierenden waren alles Bleichgesichter dort. Und dann wollte es das Schicksal, dass ich bei der Gelegenheit der Musterung zur Bundeswehr dann einen anderen Menschen traf in meinem Alter, den kannte ich schon aus dem Schwimmbad, der war auch immer so schnell braun geworden wie ich und deswegen haben wir uns auch immer so ein bisschen beäugt über die Entfernung, waren beide sehr schüchtern, wir hatten nie ein Wort miteinander geredet, aber da auf einmal saßen wir nur nebeneinander und dann fragt er mich, ja, was machen Sie? Ich glaube, wir haben uns damals gesiezt, denn so, naja, ich habe jetzt Abitur gemacht und fange an, Physik zu studieren und Naturwissenschaft. Und vor allen Dingen habe ich vor, dann darauf aufzubauen mit Astronomie. Ja, also ich wollte ein Verständnis des Universums entwickeln. Astronomie, das fand ich so faszinierend. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und ich habe da so zu tun, dass ich überhaupt von nichts anderem mehr irgendwas mitbekomme. Und das setzt mir doch sehr zu. Und dann frage ich ihn umgekehrt, und was machen Sie so jetzt? Sagt er, ja, ich habe jetzt auch Abitur gemacht und habe angefangen, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Da gucke ich den ganz verwundert an und sage, und da sind Sie so braun? Der war auch in dieser Saison braun. Der hatte offenbar, damals gab es das mit den Solardingern oder wie heißen die hier, die Solarium, das gab es da glaube ich noch nicht. Der hatte wirklich noch Zeit, sich in die Sonne zu legen. Und das war prägend für meinen weiteren Lebensweg. Ich bin sofort abgesprungen von den Naturwissenschaftlern und übergewechselt zu den Volkswirten. Ja. Ich hätte allerdings nie geahnt, dass ich auf Riesenumwegen dann über die Disziplin der Ökonomen hinaus mich dann mit so Forschung wie Wilhelm Reich gründlich beschäftigen würde und seiner Entdeckung einer Lebensenergie, einer kosmischen Lebensenergie. Und auf diesem Riesenumweg dann eines Tages wieder
zu einer Auseinandersetzung, zu einem Aufarbeiten der kosmischen, der universellen Zusammenhänge und Funktionsgesetze kommen würde. Allerdings, wie ich auch erst im Rückblick, in der Rückschau einschätzen kann, auf eine so grundlegend andere Art als diejenige, die an den Universitäten gelehrt wird. Denn dort wird das Weltall entleert, eben von dem etwas, was Wilhelm Reich wiederentdeckt hat, die kosmische Lebensenergie. Die ist aus dem naturwissenschaftlichen Weltbild herausgeraten und wenn man dann ein Stück mal das genauer anguckt, stellt man mit Erstaunen fest, sie ist regelrecht herauskatapultiert worden und wird das weitestgehend bis heute. Das Weltbild der westlichen Wissenschaften ist entleert von dieser ja nicht ganz unwichtigen Dimension, von diesem ja nicht ganz unwichtigen Medium, von diesem Etwas, was nach den Erkenntnissen und Hypothesen von Reich und etlichen anderen alle Teile des Universums in einen ganzheitlichen Zusammenhang einbettet. Also das, wo ja Dichter und Philosophen sich immer gefragt haben, was ist es denn, was die Welt im Innersten zusammenhält? Ja, und dann entdecken es einige wieder. Und dann wird mit diesen Entdeckungen verfahren auf eine Art und Weise, die man vergleichen kann mit der Inquisition in den finsteren Zeiten vor einigen Jahrhunderten. Also es ist ein Thema heute Abend, was es in sich hat. Scheinbar einfach nur nüchterne Naturwissenschaft und dann Astronomie, Astrophysik auf der einen Seite und dann aber auch Physik im subatomaren Bereich. Aber man vermutet nicht, was in dieser scheinbar so rationalen Naturwissenschaft für Ideologie eingeflossen ist, die irgendwo etwas zu Wege bringt, nämlich ein ganzes Weltbild abzutrennen, zu entwurzeln von der kosmischen Verbundenheit. Und nicht nur ein ganzes Weltbild, sondern große Teile der Menschheit, die diesem Weltbild sozusagen ausgesetzt sind und in dieses Weltbild hineinwachsen, wird durch das, was in den Naturwissenschaften über viele Jahrhunderte sich herausgebildet hat, wird dazu gebracht, ein tieferes Verständnis dieser kosmischen Verbundenheit, dieses ganzheitlichen Zusammenhängens weder zu begreifen noch zu empfinden. Also Entwurzelung. Das ist eine These natürlich, die ich jetzt hier erstmal an den Anfang stelle, die sich sehr ketzerisch anhört. Und tatsächlich diejenigen, die auf die Spur dieser kosmischen Lebensenergie gekommen sind, auf verschiedenen Wegen, und Wilhelm Reich gehört als einer der ganz markanten mit dazu, die sind ja dann auch verketzert worden. Sie haben ja nicht das Schicksal gesucht, irgendwo im Abseits sich zu befinden und ins Abseits zu geraten. Aber das war das Muster der Reaktion großer Teile der Gesellschaft, eingeschlossen der Reaktion der herrschenden Wissenschaft. Deswegen ist es so wichtig zu gucken, wie ist denn so jemand wie der Wilhelm Reich auf solche ganz anderen Sichtweisen gekommen. Nämlich, dass das Weltall nicht im Wesentlichen leer ist, wie das herrschende Weltbild lange Zeit vermittelt hat und nahelegen wollte, sondern dass es erfüllt ist, dass sogar das Vakuum erfüllt ist, gefüllt ist, eben mit dieser kosmischen Lebensenergie. Und nicht nur hier in unseren Bereichen auf der Erde, sondern, das ist natürlich erstmal eine Hypothese, und dann ist die Frage, was spricht für deren Richtigkeit oder Falschheit. Die Hypothese von Reich lief dann darauf hinaus, das ganze Weltall ist nicht leer, es ist
erfüllt, gefüllt, eben mit diesem Medium, was er dann kosmische Orgonenergie, kosmische Lebensenergie genannt hat. Ja, darum soll es also heute gehen. Wie ist Reich überhaupt auf diese Sichtweise gekommen, auf diese Hypothesen gekommen? Wie hat sich das zu der Zeit, als er darüber veröffentlicht hat, verhalten zu dem Mainstream in den Naturwissenschaften damals? Und da werden wir sehen, das hat mächtig kollidiert, das ist zusammengeprallt, das ist aufeinander geprallt. Und dann wird nochmal interessant sein, wie hat sich denn dieses Weltbild der Naturwissenschaften entwickelt? War das immer so aus der Perspektive der Physik oder der Astrophysik zum Beispiel oder auch der Philosophie, dass es im Prinzip ein leeres Weltall ist? Oder gab es da schon mal andere Vorstellungen? Und das wird erforderlich machen, einige Jahrhunderte mal zurückzublicken. Und auch dabei werde ich nicht stehen bleiben, sondern wir werden dann einige Jahrtausende sogar zurückblicken und fragen, ob es denn früher in anderen Zeiten und in anderen Gesellschaften diesbezüglich andere Weltbilder gegeben hat. Und wenn ja, warum sind die eigentlich dann nicht überliefert worden oder warum sind sie nicht allgemeingut bis heute geworden und geblieben? Weil sich der Erkenntnisprozess so entwickelt hat, dass man immer tiefere und bessere Einsichten erzielt hat? Oder was ist da geschehen? Das wird einen Teil des heutigen Themas ausmachen. Und dann ein weiterer Teil, die Frage, ist denn der Reich der Einzige geblieben, der für sich beansprucht, diese Zusammenhänge aufgedeckt zu haben? Und wenn nein, welche anderen Forscher hat es denn zum Beispiel gegeben? Und ich kann natürlich nur eine kleine Auswahl hier auch nur andeuten. Das sind ja jeweils ganze Lebenswerke oftmals. Also ich kann das nur andeuten, aber das will ich mindestens tun, um dann erkennbar werden zu lassen, dass es so verschiedene Annäherungen an dieses Thema gibt, die sich immer mehr zusammenfügen, wie lauter Puzzlestückchen immer mehr zusammenfügen und alle dann letztendlich auf diese Grundaussage hinauslaufen, also bei manchen Unterschieden im Einzelnen auf diese Grundaussage hinauslaufen: Das Universum ist ein lebendiges Universum. Es ist ein Lebewesen, es ist ein etwas mit Bewusstsein. Es ist etwas, was dem Prinzip der Selbstorganisation aus sich heraus unterliegt oder diese Selbstorganisation hervorbringt. Und schon diese These ist ja völlig quer zu dem sogenannten Entropiegesetz, an das ein großer Teil der Naturwissenschaftler bis heute, ich würde mal sagen, glaubt oder sich dem verpflichtet fühlt und meint, das sei ein absolut allgemeingültiges Naturgesetz. Und darin, in diesem Entropiegesetz, ist ja die These angelegt, die Natur hätte die Tendenz zu wachsender Unordnung. Das hört sich erstmal ein bisschen unbedeutend an. Ich sage immer, zum Teil verstehe ich das ja, weil ich das aus meinem Ordnungsprinzip in meiner Wohnung kenne. Da ist die Tendenz zu wachsender Unordnung durchaus immer wieder erkennbar, vielleicht bei manchem anderen auch. Aber dann kommt ja immer auch mal ein Rappel, bei mir jedenfalls, der da wieder eine neue Ordnung reinbringt. Also es sind ja wohl zwei Prinzipien, etwas in Richtung wachsender Unordnung und dann aber auch wieder etwas Strukturierendes, Aufbauendes, Ordnendes, Selbstorganisierendes. Ja, das war jetzt natürlich nur ein kleiner Scherz, aber bezogen auf ein ganzes Weltbild macht es ja schon einiges aus, ob man nur die abbauende Tendenz betrachtet oder ob man daneben auch die aufbauenden Tendenzen betrachtet, beobachtet und versucht, sie zu verstehen und versucht herauszufinden, was denn dem zugrunde liegt, dieser Selbstorganisation, die ja in allen Naturgesetzen
Zusammenhängen zu beobachten ist, wenn man die Augen und die Sinne nicht völlig verschließt. Wo aber die Physiker sagen, in einem geschlossenen System, angenommen, man habe ein geschlossenes System, da können aufbauende Prozesse nur geschehen unter Energiezuführung von außerhalb des Systems. Und dann gehen die Physiker und Naturwissenschaftler mit einem Modelldenken an die Natur heran, von wegen geschlossenem System. Ja, das kann man natürlich machen, angenommen, es sei ein geschlossenes System. Nur die Natur und alle Male und ganz offensichtlich lebendige Prozesse und Organismen sind nicht geschlossen. Also das Wichtigste, was das Leben und das Lebendige ausmacht, wird am Anfang per Definition rauskatapultiert. Und da kann man ein ganzes Weltbild drauf aufbauen, das ist ja auch geschehen. Aber ob das dann irgendwas mit der komplexen und vor allen Dingen mit der lebendigen Realität zu tun hat, sollte mindestens eine Frage wert sein. Und solche Grundsatzfragen werden in den Universitäten in der Regel nicht diskutiert, nicht immer gestellt. Und wenn einer sie stellt in seiner noch erhalten gebliebenen kindlichen Neugier, vielleicht im ersten oder zweiten Semester, wird er in der Regel runtergebügelt und blamiert nach Strich und Faden vor versammelter Mannschaft, und der stellt diese Frage nicht noch einmal in der Öffentlichkeit. Ja, aber hier werden wir sie stellen, beziehungsweise ich habe sie ja nicht gestellt, ich habe sie auch gestellt, aber ich beziehe mich heute ja hier vor allem auf Wilhelm Reich und seinen Zugang und wie gesagt, will es dann in Beziehung setzen zu einer ganzen Reihe von anderen unkonventionellen Forschern und Sichtweisen. Und ich merke auch schon allein in der Vorbereitung jetzt, der gedanklichen Vorbereitung für heute Abend, was da alles wieder zusammenkam. Ja, ich bin ja selber gespannt, wie der Abend verlaufen wird, wie viel ich hier unterbringen kann in dem zeitlich begrenzten Rahmen. Es ist nur ein kurzes Antippen, aber vielleicht macht es doch den einen oder die andere neugierig, da mal diese Spur weiterzufolgen oder diesen Spuren. Und wenn dann erstmal sozusagen das Feuer entflammt ist, dann gibt es ja manchmal keinen Halt mehr. Ich habe das jetzt von mehreren erfahren, also über Zuschriften hier per E-Mails, auch als Antwort auf etliche meiner Vorträge im Internet. Heute kam wieder eine E-Mail, diesmal bezogen auf Ökonomie vor allen Dingen. Ein BWL-Student, der ein Studium hinter sich hatte. Bei dem ist etwas entflammt worden und der sagte, die letzten 2 Wochen habe ich von früh bis abend und von Abend bis früh habe ich nur noch diese Filme geguckt hier. Also das wird jetzt weitergehen. Da brauche ich mich nicht weiter drum zu kümmern. Ich brauchte nicht am Händchen zu nehmen, zu sagen, so und jetzt komm mal hier lang und pass auf, das darfst du aber nicht und so. Nein, einmal geweckt, aufgeweckt und dann geschieht es von selber. Ich habe mich manchmal gefragt, warum heiße ich nicht Bernd Wecker? Aber das ist ja schon der Konstantin. Ne? Okay, und ich weiß ja auch, dass ich mit meinen Botschaften manchen auf den Wecker gehe. Aber andere lassen sich auch wirklich aufwecken. Und das ist jetzt nicht durch mich, sondern durch das, was ich an Wissen und Erkenntnissen hier einfach zusammengetragen habe und weitergebe. Also, naja, mal gucken, was heute hier draus werden wird. Ganz paar Etappen der Forschung, die für das Thema von heute Abend wichtig werden. Wir hatten ja hier die Entdeckung dieser Lebensenergie durch Wilhelm Reich, also auf seinem Forschungsweg, schon besprochen. Da war das Stichwort die Bione, diese Gebilde im Übergangsbereich von Nichtleben zu Leben. Die hatten bestimmte, auch unter dem Mikroskop erkennbare Ausstrahlung, bläuliche Strahlungsfelder. Und im Zusammenhang mit diesen Strahlungsfeldern hatte Reich immer wieder beobachtet, dann hin einen sich selbst organisierenden Prozess aus diesen winzigen, mikroskopisch kleinen Bläschen hin zu lebenden Gebilden,
Also die Frage nach der Biogenese. Und dann hatte er ja auch ein Gerät entwickelt, den sogenannten Orgon-Akkumulator, um zunächst mal diese von den Bionen abgestrahlte Energie ein Stückchen durch so eine Ummantelung einzufangen, könnte man sagen, oder zu verdichten. Später kam er drauf, dass alleine schon das Umbauen eines Raumes mit Metallplatten schon Phänomene im Inneren hervorbrachte, wo er also im absoluten Dunkelraum gesehen hat, das ist nicht ganz dunkel, da schimmert etwas, bläulich, gräulich. Dann hatte er herausgefunden, mit mehreren, also mit wechselnden Schichten von Isolator und Metall verstärken sich diese Effekte, und je mehr solcher wechselnden Schichten verwendet werden, also Metall und Isolator, umso stärker wurden die Effekte, auch die sichtbaren, jedenfalls für ihn sichtbaren Effekte. Und ich male hier 3 solche wechselnden Schichten hin. Das wäre ein sogenannter Orgon-Akkumulator mit 3 Doppelschichten also. Das, was er dann abgekürzt 3-mal oder 3-fach Orgon-Akkumulator genannt hat. 3-mal oder X, also 3-mal Orgon-Akkumulator. Und da ging es ja an einem Abend ausführlich darum, was er im Zusammenhang mit dem Orgon-Akkumulator erforscht, beobachtet hat, auch in der Anwendung, auch in der medizinischen Anwendung dieser hier im Innenraum offenbar stärker konzentrierten Energie. Er kam dann drauf, dass die eben nicht nur von den Bionen abgestrahlt wurden, wie er anfangs beobachtet hatte, sondern offenbar auch aus dem umgebenden Raum sich verdichteten, dass diese Verdichtung, dieses, wenn man so will, Ansaugen dieser Raumenergie durch diese Schichten hindurchging, auch durch die mehrfachen Metallschichten und Abschirmungen. Das unterschied diese Phänomene auch von elektromagnetischen Wellen, die ja mehr oder weniger abgeschirmt werden können durch Metallummantelung. Und in dem Zusammenhang hatte er dann auch beobachtet, und das hatte ich seinerzeit mal so ganz nebenbei erwähnt, hier leuchtende Pünktchen, die sich durch den Raum bewegten und mal stärker leuchteten, mal schwächer. Und dann hat er versucht, diese Bewegung mal aufzuzeichnen und kam dann zu solchen Skizzen. Das war alles nur so nebenbei, sich etwas notieren, auch wenn er es überhaupt noch nicht einordnen konnte oder in seiner Bedeutung da schon würdigen konnte. Er hatte dann das auch mit einem Begriff bezeichnet, nämlich Kreiselbälle. Kreiselbälle. Später hat er viele Kürzel verwendet, ganz allgemein, und dann war das hier nur noch Kröwe. Das ist natürlich für Außenstehende dann ein bisschen schwer nachvollziehbar, wenn sie so als Quereinsteiger in diese Schriften kommen, wenn dann auf einmal von Kröwe die Rede ist. Aber ich meine, in anderen Wissenschaften wird dann auch mit Kürzeln gearbeitet, und da hat man sich ja ansonsten auch dran gewöhnt. Nun, lange Zeit ist er dieser Bewegung nicht näher nachgegangen, hat ihr keine größere Bedeutung beigemessen, aber es war nicht vergessen. Irgendwo war das ein Stückchen abgespeichert, und er hat dann den Blick in Naturzusammenhänge hingeöffnet, um wahrzunehmen, dass solche Abläufe ja auch woanders zu beobachten sind. Vor allen Dingen dann auch, ich male jetzt mal hier noch eine weitere solche Strömung hin. Er hat das ja gedeutet als Strömung dieser
Lebensenergie, die er Orgon genannt hatte. Hier, wie gesagt, auf diesen Kreiselwellen bewegten sich dann diese Punkte in unterschiedlicher Intensität des Leuchtens. Und wenn zwei solche Strömungen dann, ich male sie mal hier hin, einander sich annäherten, ich male das nochmal hier daneben, dann hatte er beobachtet, dass es daraus einen Wirbel gibt, eine Spirale, ein Einwirbeln. Und dieses Prinzip, diese Bewegungsform des Wirbels oder des Überlagerns zweier solcher, nach seiner Interpretation, Orgonenergieströmungen oder Ströme, Überlagerungen von Energie, die er dann auch außerhalb der Erde und der Erdatmosphäre vermutet hatte, also dann kosmische Orgonenergie genannt hat. Das war etwas, was er in späteren Jahren wieder aufgriff, und da gab es seinerzeit in den USA eine Veröffentlichung, das sind eigentlich 2 Bücher gewesen. Der erste Band heißt Ether, God and Devil. Da kann man sich ja auf Anhieb zunächst mal gar nichts drunter vorstellen. Äther, Gott und Teufel. Wo hat er sich denn damit beschäftigt? Ich sage nur mal ganz kurz, es ist wider Erwarten ein grundlegendes wissenschaftstheoretisches Werk. Es ist eine Rückschau auf die Forschungsmethode, die er der Entdeckung des Lebendigen zugrunde gelegt hatte und auf die er sich in der Rückschau nochmal genauer besonnen hat und sich gefragt hat, worin unterscheidet die sich eigentlich grundlegend von dem, was ansonsten im Wissenschaftsbetrieb vorherrscht. Das ist höchst interessant, aber das ist jetzt nicht das Thema heute Abend in dieser 16-teiligen Reihe von 1999, die mittlerweile übrigens im Internet wieder vollständig zugänglich ist. Die war ja mal ein Jahr lang gesperrt sozusagen. Da ist das letzte Thema, nämlich die Forschungsmethode von Wilhelm Reich. Da gehe ich aber jetzt heute Abend nicht näher drauf ein. Das zweite Buch, was hier drinnen verarbeitet ist und aufgenommen ist, hatte den Titel Cosmic Superimposition. Also Superimposition heißt Überlagerung und Cosmic, ja, kosmische Überlagerung. Gemeint ist die Überlagerung von Strömungen der kosmischen Lebensenergie. Also so hier. Oder eben in der anderen Darstellung so hier. Dieses Einwirbeln und mit dem Einwirbeln ja dann diese Verdichtung, die aufgrund schon dieser Verdichtung sich ja abhebt von dem allgemeinen Hintergrund. Das hat den Reich dann immer wieder beschäftigt, und wenn man da einmal den Blick geöffnet hat und sich fragt, wo kommt denn so ein Muster vor, wo ist das denn in der Natur zu beobachten, da wird man fündig. Eigentlich könnte das jeder tun. Und vielleicht, wenn ihr es noch nicht bis heute getan habt, macht das vielleicht mal ab heute. Mal gucken, wo überall in der Natur, also die wir unmittelbar mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können, aber auch in den Dimensionen, an die wir nur rankommen, meinetwegen mit Teleskop oder mit Mikroskop, oder vielleicht auch dann im subatomaren Bereich, da kann ja auch kein Mikroskop mehr reingucken. Da braucht es dann einer gewissen theoretischen Deutung, wo man dort solche Muster wiederfindet, im Großen, im Mittleren, im ganz Alltäglichen bis hin in den winzigsten Bereich. Und man kommt dann aus dem Staunen nicht mehr raus, wie häufig alleine schon Strukturen zu beobachten sind, von denen man ja annehmen kann, das ist sowas wie eine geronnene Fließbewegung, eine zur Form geronnene Fließbewegung.
und wie man darüber hinaus aber auch noch wirklich fließende Bewegungen dieser Art sehen kann. Ja, jeder kennt es natürlich vom Wasserwirbel. Da kann man sehr viel dran lernen, an der genauen Beobachtung von Wasserwirbeln. Und mittlerweile verfügen wir ja über Satellitenbilder, da sehen wir auch hier in den manchen Wetterberichten dann diese Bilder mit Tiefdruckwirbeln. Das sind jetzt mal 2 Bereiche, aber auch viele Formen, Schnecken und manche Pflanzen winden sich so. Und die DNS- oder DNA-Strukturen, da ist auch irgendwie so was Spiraliges mit drin. Und wo man hinguckt, überall dieses Spiralige oder Wirbelnde. Das war dem Reich aufgefallen. Da kann man natürlich sagen, was hat denn der eine Bereich, die Astronomie, meinetwegen zu tun, nur mit dem Wasserwirbel? Das sind 2 völlig verschiedene Bereiche und 2 völlig verschiedene Disziplinen und so. Aber das kennzeichnet ja die Forschung und das Vorgehen von Wilhelm Reich, so wie wir das ja hier über weite Bereiche seiner Forschung angesprochen haben, dass er neben den spezifischen Unterschieden, meinetwegen in der Größendimension, den Blick immer auch gerichtet hat auf die gemeinsamen Funktionsprinzipien, diese funktionelle Identität bei gleichzeitigen Unterschieden. Ich erinnere nochmal dran an dieses Symbol seiner Forschung, das ist ja auch auf diesem Buch dort drauf. Erstmals tauchte das ja auf bei ihm in der Gegenüberstellung von Lust und Angst, also im Zusammenhang der therapeutischen Arbeit und seiner Erfahrung, dass Lust mit einer Öffnung einhergeht, in vieler Hinsicht, Angst mit einem Zurückziehen und dass Lust umschlagen kann in Angst, wenn diese Energie nicht frei strömen kann, sondern sich aufstaut und belegt wird mit allen möglichen äußeren Druck und Strafe und Schuldgefühl, dann geht das eben in diese andere Richtung. Und dass sich aber Angst auch auflösen lässt, wenn die Blockierungen sich lösen lassen, nicht schlagartig, sondern behutsam. Und dann wandelt sich das, was vorher als Angst empfunden wurde, in Lustempfinden. Das war ja der Zugang für ihn zu diesem Prinzip der funktionellen Identität. Das ist die gleiche Energie bei gleichzeitigen Unterschieden oder gar Gegensätzen. Und das findet sich ja wieder auch in vielen anderen Teilen seiner Forschung. Ich hatte erwähnt, die funktionelle Identität, meinetwegen dieses hier öffnen und sich verschließen, einerseits beim Menschen und dann bis runter zu einem lebenden Einzeller, wo dieses Plasma des Einzellers die gleichen Funktionen erkennen lässt. Und so ist es eben hier noch weit darüber hinausgegangen, also jetzt an dem Beispiel dieser Fließbewegung, dieses Zusammenströmens, dieses Überlagerns von solchen Organenergieströmen, wo er keinen Unterschied gemacht hat, also in der Betrachtung zwischen den größten Dimensionen, die ihm bekannt waren, also der Spiralnebel im Weltall, die Milchstraße zum Beispiel und andere ähnliche Spiralnebel im Weltall, bis hin dann zu Wasserwirbeln und bis hin sogar in den subatomaren Bereich, wo er schon damals die Hypothese aufgestellt hat, das, was wir als sogenannte Elementarteilchen kennen oder was in der Physik beschrieben wird und in der Technik genutzt wird, meinetwegen Elektronen, dass das nichts anderes wäre als eingewirbelte und insoweit verdichtete kosmische Lebensenergie, die sich dadurch abhebt vom allgemeinen Hintergrund und dabei auch eingebettet ist in den Gesamtzusammenhang. Deswegen ist der Begriff Teilchen eigentlich verfehlt, weil das Teil oder der Teil, das Teilchen, ist ja nicht insoweit abgetrennt vom Ganzen. Es ist eingebettet in das Ganze. Es geht aus dem Ganzen hervor und hebt sich dabei aber vor dem Hintergrund des Ganzen ab. Es ist ein individuelles Etwas und es ist das Ganze.
In jedem Teil ist das Ganze und die Verbindung zum Ganzen. Könnte man sagen, naja, okay, was soll's? Nur unser Weltbild, mit dem wir groß geworden sind, die meisten von uns, fängt schon an der Stelle an und schneidet den einzelnen Punkt vom Gesamtzusammenhang und dem Eingebettetsein in das kosmische Ganze ab. Das sind die Grundaxiome der Mathematik. Der Punkt ist etwas, was keine Ausdehnung hat. Umso erstaunlicher ist, dass man ihn trotzdem auf die Tafel malt. Und aus lauter Punkten, die keine Ausdehnung haben, wird dann eine Strecke, die eigentlich auch keine Ausdehnung haben dürfte, aber trotzdem wird es eine Strecke. Und so weiter und so fort. Das ist eine ganz kurze Andeutung, wie früh die begrifflichen Weichen gestellt werden dafür, dass dieses wesentliche Phänomen, dass jedes Teilchen einerseits sich hervorhebt, andererseits eingebettet ist in das Ganze, dass dieser Tatbestand aus unserer Mathematik und all dem, was dann logisch daraus abgeleitet wird, von Anbeginn an draußen ist. Der Punkt wird isoliert vom Ganzen. Und dann die Gerade und dann die Fläche und dann der Würfel oder der Quader und alles, was daraus gebildet wird, wird des Wesentlichen, Verbindenden entleert. Gelehrte, habe ich ja schon mal gesagt. Herrschende Lehre. Das ist ein ganz kleiner Gedanke, ich komme nachher vielleicht nochmal auf diesen Nassim Haramein zu sprechen. Ich mal den Namen hier hin. Nassim Haramein. Der hat einen ganz langen Vortrag im Internet, das ist auch auf meiner Website zu finden, unter dem Schwerpunkt Lebensenergieforschung anderer Autoren. Und dessen Zugang zur Physik und zur Natur ist so faszinierend. Also ich komme ja gleich auf den Reich zurück, aber ich sehe da ähnliche Neugier auch, die dem zugrunde liegt. Und er rollt das von der Mathematik auf. Ja, und hat sich als Schüler schon gefragt und hat die Lehrer gefragt, wie geht das denn? Ja, wenn das abgetrennt ist vom Ganzen, wie soll man sich das vorstellen? Das haben sie alle runtergebügelt. Und dann ist er selber durch eine Art Inspiration darauf gekommen, wie sich das auf völlig andere Art zusammenfügt und hat daraus ein ganzes Weltbild entwickelt. Und ist mittlerweile mit den hochkarätigsten Physikern im Dialog, also soweit die sich darauf einlassen, im Dialog und konnte das wohl nur, weil er nicht Physik studiert hat. Der hat früh genug geahnt, was mit ihm da passiert, wenn er sich auf diese ganzen Begriffe und Begriffssysteme einlässt. Der ist schon zu seiner Schulzeit ausgestiegen, der ist von einer Schule nach der anderen rausgeflogen, weil er immer so ketzerische Fragen gestellt hat und ist also nach meiner Einschätzung ein Genie, ja, in dem Sinne, dass ihm Einsichten zuteil geworden sind, vollkommen anderer Art. Und die Weichenstellung erfolgt bei den Grundbegriffen, auch hier wieder. In der Ökonomie hatte ich es ja schon in anderen Zusammenhang auch immer wieder darauf verwiesen. In den Grundbegriffen entscheidet sich, was man begreift und was man nicht begreift. Da gehört besondere Aufmerksamkeit hin. Also, zurück hierzu, durch alle Dimensionen, vom größten Milchstraße, Spiralnebel, über verschiedene Stufen, meinetwegen innerhalb der Milchstraße, ein Sonnensystem wie das unsere,
kann auch, wie ich gleich zeigen werde, gedeutet werden als ein großräumiger Wirbel. Die Planetenbewegungen werden auf ganz einfache und anschauliche Art verständlich, während sie sonst nur mathematisch beschrieben werden. Klar, das funktioniert ja auch, diese mathematische Abstraktion, aber verstehen tut man es nicht, warum das eigentlich so ist. Ja, und so weiter und so fort. Okay, dann werde ich hier mal wieder die Tafel lang machen. Das lasse ich ruhig mal stehen, Hans-Peter Seiler, auf den ich nachher zu sprechen kommen werde, der auch an Wilhelm Reich angeknüpft hat und etliches dann noch weiterentwickelt hat auf faszinierende Art. Ja, ich könnte jetzt natürlich beim Kleinsten beginnen und dann aufsteigen zu den immer größeren Dimensionen, mich voran bewegen oder umgekehrt. Ich könnte auch irgendwo quer einsteigen. Ich mache es mal umgekehrt von den großen Dimensionen dann allmählich zu den kleinen. Vom Makrokosmos über den Mesokosmos, Meso heißt der mittlere Kosmos, das wäre der unseren Anschauungen direkt zugänglich ist, dann in den Mikrokosmos hinein. Und überall nach den Hypothesen von Reich und seinen Beobachtungen und Einschätzungen die gleichen Muster. Jahrzehnte später kamen übrigens andere Forscher auf ihrem Weg darauf, dass in der Natur ein Prinzip wohl durchgängig vorhanden zu sein scheint, was man genannt hat, die Selbstähnlichkeit. Das ist eigentlich auch so etwas wie funktionelle Identität bei gleichzeitigen Gegensätzen. Also immer wieder die gleichen Muster im Großen, Mittleren, Kleinen, die Selbstähnlichkeit, selbstähnliche Strukturen. Also nehmen wir mal dieses Weltall im Großen. Das wären jetzt zwei solche Strömungen hier, die sich angenähert haben, die sich anziehen, einander anziehen und dann einrollen und sich verwirbeln. Diese Struktur, und man kann auch ahnen, dass da auch eine Dynamik drin ist, ja, obwohl die Astronomen nun nicht sehen, dass sich das hier dreht. Aber wenn man das auf sich wirken lässt, ahnt man und spürt vielleicht auch, das ist eine Dynamik. Das ist nicht ein eingefrorener Wirbel, ein zur Form gewordenes Etwas, sondern das ist in Bewegung. Nur sind das ja solche riesigen Dimensionen. Und was sich innerhalb zum Beispiel eines Menschenlebens da verändert, ist so minimal. Und wenn man da selbst über Jahrzehnte hin eine Zeitrafferkamera laufen lassen würde, wäre das immer noch so minimal. Aber wenn das ein paar Millionen Jahre wären oder gar Milliarden und man würde dann Zeitraffer ablaufen lassen, und das geht natürlich dann nur über, also für uns, über Computersimulationen, dann wären das dynamische Wirbel. Also auch unsere Milchstraße. Nun, manche dieser Galaxien, so werden sie auch genannt, die findet man ja auch von der Seite her. Dann sehen sie so aus. Manche sind so. Also schräg, ja, so ein Zwischending zwischen hier und da. So eine schräge Draufsicht. So einer zum Beispiel ist sogar zuweilen am Sternenhimmel in unseren Breiten mit bloßen Augen
zu sehen. Das ist der sogenannte Andromeda-Nebel. Spiralnebel, aber mit Nebel im üblichen Sinn hat das nichts zu tun. Das ist eine Ansammlung von lauter Sonnen. Das, was sich hier dann zu solchen Bändern verdichtet, bei genauerer Auflösung, das weiß ja die Astronomie nun schon seit etlicher Zeit, sind das alles Sonnen. Also selbststrahlende, auch selbst Licht aussendende, selbst leuchtende Himmelskörper. Und eine der Sonnen ist in unserem Sonnensystem unsere Sonne. Die ist irgendwo hier. Also ziemlich in der Provinz. Nicht etwa im Zentrum. Ja, das war dann ja auch schon wieder eine Kränkung. Früher dachte man ja, die Erde ist Mittelpunkt der Welt und Gott hat seinen Sohn in den Mittelpunkt der Welt hier herabgesendet. Das war ja wichtig für das kirchliche Selbstverständnis. Dann kam die These, dass das irgendwie anders sein dürfte, nämlich dass die Erde sich um die Sonne bewegt und andere Planeten sich auch um die Sonne bewegen. Da kippte ja dieses ganze Weltbild. Die Kirche hat sich ja Jahrhunderte dagegen gesträubt, das anzuerkennen. Diese Entdeckung, das ist gerade mal der letzte Papst gewesen, also der Vorgänger von jetzigen, der nach 350 Jahren dann immerhin anerkannt hat, dass die Kirche damals und die Inquisition sich bei Galilei getäuscht hat oder auf dem falschen Weg war. Sie hat ja gesagt, das kann gar nicht sein. Ja? Und wenn der da von den Jupitermonden redete, die er im damals neuen Teleskop entdeckt haben wollte, dass die nicht um die Erde kreisen, sondern um den Jupiter, das konnte gar nicht sein. Warum? Das hat der Bert Brecht in seinem Stück Galileo Galilei verarbeitet. Ja, es braucht keine Jupitermonde. In dem Weltbild brauchte es keine Jupitermonde. Aber sie gab es eben doch. Ja? Und auch den berühmten Spruch von Galilei, der hat er erstmal abgeschworen von seinen Beobachtungen und Interpretationen. Und am Schluss hat er dann kurz vor seinem Tod angeblich gesagt, und sie bewegt sich doch. Also die Erde ist kein ruhendes Etwas, sie bewegt sich. Ja, das war schon eine ziemliche Kränkung. Also wenn man erstmal so ein Selbstverständnis hatte, die Erde ist der Mittelpunkt der Welt und dann, wie gesagt, das ganze kirchliche Dogma, was daran geknüpft war. Und natürlich, wenn ein Dogma ins Wanken gerät und erschüttert wird, da hat die Kirche schon auch ein ziemlich gutes Gespür gehabt. Da dauert es nicht lange, bis auch andere Dogmen dann in Zweifel gezogen werden und dann allmählich bröckeln und der Einfluss und die Macht und die Herrschaft mehr oder weniger ins Wanken geriet. Ja, aber dann war wenigstens die Sonne hier der Mittelpunkt und um den kreisen dann die Planeten, also mehr oder weniger auf Kreisbahnen. War zwar schwer, sich damit abzufinden, aber dann ist eben das Sonnensystem das Zentrale. Und da auf der Sonne zu landen, wäre ja auch ein bisschen heiß gewesen, wahrscheinlich auch für Gottes Sohn. Also irgendwie hat man es dann ja akzeptieren müssen. Aber dass diese Sonne sich dann hier als irgend so was Provinzielles rausstellte, in nichts irgendwo besonders hervorgehoben, gegenüber anderen Sonnen, nämlich Milliarden von Sonnen hier in der Milchstraße, im Milchstraßensystem. Das war schon nochmal eine große Herausforderung. Und es ließ sich aber wohl immer weniger bezweifeln. Die Sonne war auch von ihrer Größe nicht irgendwie etwas Besonderes, sondern es gibt in der Milchstraße andere Sonnen, die sind ungleich viel größer. Da ist die Sonne ein Staubkörnchen gegenüber einem riesen Feuerball einer anderen Sonne.
Wahrscheinlich ist die Sonne auch nichts Besonderes, was ihre Planeten anlangt, also dass sie von Planeten umgeben ist. Mittlerweile räumt das auch die Astronomie ein, und zwar nicht nur als Hypothese, sondern es ist eben entdeckt worden in der Milchstraße, im Milchstraßensystem sind mittlerweile x Sonnensysteme entdeckt worden mit Planeten. Und man räumt mittlerweile auch ein, dass da Planeten wohl auch dabei sind und nicht in zu kleiner Zahl, wenn man das mal statistisch und wahrscheinlichkeitstheoretisch da durchspielt, die vergleichbare, ähnliche Bedingungen haben könnten für Leben, wie wir es auf der Erde haben. Also da ist schon einiges in Bewegung gekommen. Jedenfalls wäre das in dem reichen Verständnis ein Beispiel für ein Cosmic Superimposition, eine großräumige Überlagerung von solchen Organenergieströmen. Und man kann jetzt fragen, ja, wo kommen die denn her? In dem reichen Verständnis kommen die nicht irgendwo her, sondern sie sind eingebettet in das unendliche Meer von kosmischer Organenergie, was aber nicht ruhend und nicht homogen ist, nicht gleich verteilt, also nicht überall die gleiche Dichte hat, sondern sich aus sich heraus immer mal verdichtet zu bestimmten Strömen und Strömungen und eine andere Strömung, und die entwickeln dann eine wechselseitige Anziehung, und daraus entsteht dann diese Struktur des Wirbels, und aus der kann sich dann immer mehr ergeben. Es wäre demnach auch verständlich, warum gerade entlang dieser verdichteten Organenergie, also entlang dieser Bänder, so will ich es mal nennen, in gehäuftem Maße Sonnen sich bilden, wenn man die Bildung von Materie, und zwar jetzt auch im Mikrokosmos, wenn man die interpretiert, auch wieder als Verdichtung, als winzigste Verdichtung von kosmischer Organenergie, dann ist ja verständlich, dort wo diese Energie also stärker verdichtet ist, dass solche mikrokosmischen Wirbel sich in gehäufter Zahl dort bilden. Das wären also meinetwegen die Elektronen. Und dann wäre die Frage, wie können sich Protonen bilden? Die kann man auch als etwas komplexere Energiewirbel deuten. Das hat Hans-Peter Seiler dann bis ins Detail da weiterentwickelt. Und wenn man Protonen und Elektronen hat, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, dass die auch wieder wechselseitige Anziehung entwickeln, im Grunde auch als Fernwirkungen ihrer jeweiligen Wirbelstruktur, und daraus sich ein Atom bildet und hervorhebt aus dem Meer der Energie. Das wäre die Bildung von Wasserstoff. Das nächste in der Reihe hier der chemischen Elemente wäre Helium. Das sind 2 Protonen, 2 Elektronen. Später kommen dann irgendwo noch Neutronen mehr oder weniger dazu. Jedenfalls kann man alle diese Materiebildung sich vorstellen, und so hat das Reich also ganz grob jedenfalls auch getan, als verdichtete kosmische Energie. Und dann wird auch verständlich, nicht nur warum sich entlang dieser Wirbelarme hier gehäuft Wasserstoff und Helium bilden. Und aus Helium besteht ja unsere Sonne zum größten Teil. Also warum sich dann Sonnen bilden, sondern erst recht dort, wo hier diese 2 Wirbelarme sich überlagern und zusammenströmen, da ist ja noch ein höherer Dichtegrad. Und also wird dort auch zu erwarten sein, dass sich in noch höherem Maße dort erstmal Wasserstoff, Helium bilden und aus diesen Gasmassen dann über wiederum Wirbelprozesse sich etwas verdichtet und zu solchen glühenden Gasbällen sich formt. Also wie unsere Sonne ja einer davon ist. Genau das lässt sich von der Astronomie beobachten. Zum Zentrum in den Wirbeln sind immer mehr Sonnen.
Und auf den Fotoplatten durch die Teleskope kommt es darin zum Ausdruck, dass deren Leuchtkraft eben schließlich etwas hervorbringt, was hier viel heller leuchtet, hier auch noch ein bisschen, aber zum Zentrum hin leuchtet es besonders intensiv, also dann auch hier, nur mal so symbolisch angedeutet. Und die Intensität der Leucht- oder Lichterscheinung lässt dann zum Rand hin nach und verschwindet schließlich vor dem allgemeinen Hintergrund des Raumes. Das trifft sich also mit den Beobachtungen der Astronomie zu den Zeiten von Wilhelm Reich. Also als er diese Betrachtungen angestellt hatte, gab es ja auch schon Teleskopaufnahmen von Milchstraßensystemen, also Spiralnebeln. Die hat er hier auch in seinem Buch mit aufgenommen. Hier zum Beispiel Messier 81, also die werden ja alle bezeichnet dann mit Namen von Astronomen und mit Nummern und Buchstaben und so weiter. Das ist so ein etwas von schräg betrachtete Galaxie. Mittlerweile kann man ja ganz schnell im Internet meinetwegen einfach nur mal das Stichwort, das Suchwort Galaxie eingeben. Und da sind tolle Websites, tolle Bilder. Da kann man, also bei Interesse kann man sich rein vertiefen und das auf sich wirken lassen. Ich habe jetzt hier nicht so eine Sammlung mitgebracht und mit PowerPoint und so weiter. Ich verweise einfach auf die Spuren, denen man nachgehen kann. Und ich habe irgendwo auf meiner Website auch direkt einen Hinweis, aber das sind so viele entsprechende, sehr inhaltsreiche Websites im Internet, also wer da mal ein Suchwort eingibt, wird fündig werden. Ja, ich war vorhin bei dem Andromeda-Nebel, der kein Nebel ist, sondern der eine Ansammlung von Milliarden von Sonnen ist. Der ist relativ nah, relativ, was das schon heißt, in diesen astronomischen Dimensionen. Da wird er nicht mehr in Kilometern und so gemessen, sondern in Lichtjahren. Also, um das mal ganz kurz zu erläutern, das Licht, wenn es denn eine konstante Lichtgeschwindigkeit gibt, das muss ich hier einschränkend sagen, das ist ja mittlerweile auch umstritten, aber wir haben ja gelernt, Lichtgeschwindigkeit, wie war das, 300.000 Meter pro Sekunde? Kilometer pro Sekunde, ne, auf die paar Nullen kommt es auch nicht an. Kilometer pro Sekunde. Das Licht vom Mond zur Erde würde demnach 1 Sekunde brauchen. Das habe ich mir mal gemerkt. Das Licht von unserer Sonne zur Erde, das braucht ungefähr 8 Minuten. Also das sind 8 Lichtminuten. Die Astronomen rechnen ja dann mit Lichtjahren, also mit Entfernungen, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Da kann man ja nur ahnen, das sind unvorstellbare Entfernungen. Und wenn dann so eine andere Sonne, meinetwegen 4 Lichtjahre entfernt wäre, das wäre ein Nachbar. Ich habe jetzt die Zahl vom Andromeda-Nebel nicht im Gedächtnis, das muss auch nicht sein. Jedenfalls sind das für uns unvorstellbare Entfernungen, aber man kann den Andromeda-Nebel an klaren Tagen in unseren Breiten vielleicht sogar mit bloßem Auge und vielleicht mit einem kleinen Teleskop oder einem guten Fernglas kann man sehen, ich will es mal ganz kurz andeuten, da gibt es ja hier die sogenannte Cassiopeia, das ist dieses W. Und wenn man ganz grob hier 1, 2, 3, 4 so ungefähr, also hier 4-mal diese Linie verlängert, dann kommt man hier irgendwo in der Nähe auf diesen Spiralnebel. Ich weiß nur, als ich das zum ersten Mal selber mit bloßem Auge gesehen habe, da stand mein Geist vor Ehrfurcht still. Also Furcht lieber nicht, sondern Bewunderung. Tiefe Bewunderung. Es ist unglaublich, sich das vorzustellen.
Ja, vielleicht geht es manchen anderen auch so. Der Blick in den Sternenhimmel ist nicht nur etwas Rationales, wenn man sich darauf einlässt. Es ist etwas zutiefst emotional Bewegendes. Aber übrigens genau das wird den Naturwissenschaftlern ausgetrieben. Die dürfen keine Emotionen da einbringen. Sie müssen sie im Grunde zurückhalten. Ja, und wenn man das Lebendige in sich selber zurückhält, hat man natürlich auch Probleme, es um sich drumherum überhaupt wahrzunehmen. Und wenn man es wahrnimmt, kriegt man dann eher Angst davor und läuft davor weg oder deutet es raus, weil das eher störend ist. Für mich ist der Anblick eines klaren Sternenhimmels immer wieder ein zutiefst emotional bewegendes Erleben gewesen und ist es immer wieder. Ja, jetzt gucke ich mal mir das Sonnensystem genauer an. Oder vielleicht erstmal diesen Wirbel, wenn wir uns den als bewegtes Etwas vorstellen, dann rotiert der ja. Ein rotierender Wirbel. Und das, was ich hier auf die Milchstraße bezogen habe, das soll jetzt mal ein entsprechender Energiewirbel im Kleinen sein, nämlich hier. Ich mache das nur mal hier hin. Die Sonne wird gedacht als Zentrum eines kleineren Wirbels, also ein Subsystem, sagt man ja auch. Hat nichts mit Suppe zu tun, sondern Sub heißt unterhalb, also ein untergeordnetes System, ein Teilsystem, aber mit dem gleichen Muster, mit dem gleichen Bewegungsmuster. Und dann wäre die Sonne demnach, das ist auch die Vermutung von Reich, irgendwann mal entstanden also innerhalb der Milchstraße, aus einer Verdichtung innerhalb eines solchen Subwirbels und würde sich dann hervorheben, also als ein verdichteter Gasball mit klaren Konturen. Wie gesagt, jetzt soll es der solare Wirbel sein, also von unserer Sonne. Wenn dieser Wirbel nicht nur bei der Erzeugung, bei der Entstehung, bei der Schöpfung, könnte man sagen, dieser Sonne beteiligt war, sondern immer noch weiter wirbelt, dann wäre die Sonne also von diesem rotierenden Wirbel umgeben und auf diesem rotierenden Wirbel wären dann zum Beispiel hier andere Gebilde entstanden. Jetzt ist die Frage, sind die aus sich heraus entstanden? Das wäre eine Möglichkeit, dass sie sich dann so verdichtet haben, dass daraus Planeten geworden sind. Der innerste in unserem Sonnensystem wäre der Merkur. Dann kann man sich ja hier den Wirbel noch weiter vorstellen. Der hört ja nicht auf einmal da auf. Dann wäre ein weiterer Wirbel, das wäre dann die Venus. Und ein noch weiterer Wirbel wäre die Erde. Alle hervorgegangen, geschaffen, geschöpft aus diesem Meer der Energie, wie gesagt, ähnlich wie eine Schaumkrone auf dem wogenden und aufgepeitschten Meer auf dem Atlantik oder Pazifik. Nun ist übrigens ja auch bei genauerer Betrachtung des Wirbels, zum Beispiel wenn man das mal am Wasserwirbel studiert, ist ja auch wohl allgemein bekannt, dass die Bewegungsgeschwindigkeit nach innen hin immer schneller wird, nach außen hin entsprechend immer langsamer. Also in einer Zeit, wo hier in Sonnennähe etwas sich sehr schnell bewegt, bewegt sich etwas in Sonnenferne,
viel langsamer. Das ist ja auch herausgefunden worden in der Astronomie durch die Keplerschen Gesetze und die sind dann mathematisch formuliert worden, während für die Sichtweise von Reich eben das zugrunde liegende bewegende Prinzip mit betrachtet wird. In seiner Sichtweise schwimmen die Planeten auf diesem rotierenden Wirbel, werden davon getragen. Dann wäre die Energie, die uns Menschen, wenn wir es denn geschehen lassen, zutiefst emotional bewegen kann, wäre identisch mit der Energie, die sogar riesige Himmelskörper bewegt und trägt. Nun würden dann aber diese Himmelskörper, also nehmen wir mal die Erde hier, würde einerseits getragen durch diesen Wirbel, würde auch hier durch den Wirbel, aus dem sie selbst hervorgegangen ist, noch weiter umrundet oder umströmt und umspült. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, zu gucken, wie stellt sich das Ganze aus der Sicht der Erde dar. Das sei mal hier die Erdkugel. In anderen Zusammenhängen hatten wir schon kennengelernt die Beobachtung von Reich und die Interpretation davon, dass die Erde als blauer Planet, anders als die anderen Planeten, umhüllt ist und in seiner Interpretation umströmt ist und auch durchströmt ist von einer kosmischen Lebensenergie von größerer Verdichtung als im umgebenden Raum. Die Erde mit ihrem bläulich strahlenden Lebensenergiefeld hebt sich insoweit nochmal ab von dem allgemeinen Hintergrund innerhalb des Sonnensystems zunächst mal. Jetzt ist die Frage, wenn die Erde sich bewegt und aus diesem bewegten Wirbel hervorgegangen ist, dann wäre auch verständlich, warum die sich überhaupt bewegt. Könnte man sagen, die kann ja irgendwann mal aufhören, aber das sind ja Riesendimensionen, auch Zeitdimensionen, wo der Bewegungsimpuls, den sie bekommen hat während ihrer Entstehung, dass dieser Bewegungsimpuls noch weiter wirkt und auch das Umströmen noch weiter geschieht. Dann wäre verständlich, dass sich überhaupt die Erde bewegt, also um ihre Achse. Und jetzt ist die Frage, wie ist denn das Verhältnis der umströmenden Energie zu der Bewegung der Punkte auf der Erdoberfläche? Mal sehen, ob ich das einigermaßen vom Prinzip her hinbekomme zu erklären. Reich war davon ausgegangen, und das hatte er in der nördlichen Hemisphäre ja beobachtet, also vor allen Dingen damals in den USA, Bundesstaat Maine und dann Arizona, darüber hatten wir ja gesprochen, hatte er beobachtet eine West-Ost-Strömung dieser Organenergie, der atmosphärischen Organenergie, bezogen oder im Verhältnis zu den Punkten auf der Erdoberfläche. Also wenn er sich hier befunden hat, hätte diese Energie sozusagen schneller die Erde umströmt, als die Erde sich hier bewegt. Er hat an der Stelle dann einen, wie ich meine, Trugschluss der Verallgemeinerung gezogen. Weil überall, wo er sich befunden hatte und beobachtet hatte, diese Strömung der atmosphärischen Lebensenergie, war es West-Ost-Strömung, also in der Hauptausrichtung. Es gab immer mal gleiche Veränderungen, aber die Hauptströmung in diesen nördlichen Sphären war West-Ost. Daraus hat er allgemein geschlossen, es sei immer West-Ost.
Und das ist ein Trugschluss. Aber deswegen muss man jetzt nicht den ganzen Reich über Bord werfen, sondern einräumen, dass er sich auch mal hin und wieder vielleicht geirrt hat oder einen zu schnellen Schluss, eine zu schnelle Schlussfolgerung gezogen hat. Denn aus der Meteorologie weiß man, dass in Äquatornähe die Strömungen andersrum gehen. Also die Strömungen jetzt der Großwettersysteme. Das sind in der Meteorologie die sogenannten Tropical Easterlies. Also Easter, nicht von Ostern, sondern von östlich. Die Tropical Easterlies, die tropischen Ostströmungen, Ost-West-Strömungen. Anders als hier West-Ost ist es hier Ost-West. Und hier unten, auf der Südhalbkugel, ist es wiederum West-Ost. Dazwischen, das kann man ja fast ahnen, müssten dann irgendwo Bereiche oder Zonen sein, wo es weder das noch das ist. Also wo die West-Ost-Strömung hier runter gehend immer langsamer wird, dann auf Null geht, also wo sich nichts mehr bewegt. Und dann müsste es langsam hier anfangen mit Ost-West-Strömung bis zu einem gewissen Maximum, das wieder abklingen in eine strömungsfreie Zone, und das hieße dann auch windstille Zone, und darunter würde es wieder West-Ost geben. Wie gesagt, da hat Reich geirrt, indem er gemeint hat, es wäre alles West-Ost, aber dieser Irrtum lässt sich leicht korrigieren. Und ich denke, wenn man ihm das nahegebracht hätte oder ihn darauf hingewiesen hätte, hätte er sogar sofort gesagt, ja, das habe ich übersehen. Das muss insoweit korrigiert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Ich will es mal ganz grob versuchen anzudeuten. Der Wirbel ist derart in seiner Bewegungsdynamik, dass zum Mittelpunkt hin es immer schneller wird. Ja, das könnt ihr in der Badewanne gleich heute Abend noch probieren, das Wasser ablaufen, legt dann Krümel drauf irgendwo und dann ja, da außen ziemlich langsam und hat wahrscheinlich jeder schon mal beobachtet. Also, wenn die Erde umströmt ist von einem Wirbel, aus dem heraus sie auch entstanden ist durch Verdichtung, also erst Wasserstoff, Helium, dann irgendwann mal Kohlenstoff, dann Sauerstoff und so weiter. Die ganzen Elemente sind ja erst einmal in ihrer Komplexität dann alle entstanden, die dann den Erdball formen, und sie ist umströmt immer noch von diesem Wirbel, aus dem sie gezeugt und, wenn man so will, geboren wurde. Der Wirbel wird zum Mittelpunkt, wenn man das von oben betrachtet, wird er immer schneller. Während die Bewegung der Punkte auf der Erdoberfläche, die ist ja hier viel langsamer als hier und nochmal langsamer als am Äquator. Also die Punkte der Erdoberfläche werden zum Pol hin, hier zum Nordpol hin, immer langsamer bei einer Rotation der Erde, während zur gleichen Zeit ein Punkt auf dem Äquator sich viel schneller bewegt, also eine viel größere Entfernung zurücklegt, während sich die Erdkugel dreht. Hier eine kleine Entfernung, also kleine Geschwindigkeit, hier eine große, und dann nimmt es hier wieder ab. Also vom Pol zum Äquator werden die Erdpunkte immer schneller. Andersrum, der Energiewirbel wird zum Pol hin immer schneller. Und mit Entfernung von dessen Mittelpunkt wird er immer langsamer. Sodass es hier sein kann, die schnellen Erdpunkte, also auf der Erdoberfläche, die sind schließlich viel schneller, als dieser Energiewirbel folgt. Wenn man die beiden in Beziehung setzt, hinkt sozusagen die Energiebewegung hinter der
Erdbewegung hinterher und das macht unterm Strich eine Nettobewegung in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das in der Kürze verständlich ist. Man kann das natürlich noch exakter alles ableiten. Jedenfalls, es lässt sich logisch ableiten durch die Überlagerung dieses Wirbels und einer rotierenden Erdkugel da drinnen, dass hier oben hin zu den Polen, also nicht hier zu unseren Nachbarn, sondern zum Nordpol und Südpol, diese Strömung netto von West nach Ost geht und hin zum Äquator dann von Ost nach West. Und dazwischen gibt es windstille Zonen, die hießen früher die Rossbreiten. Da haben wir irgendwann mal in der Schule gelernt, das hätten die Seefahrer damals mit ihren Segelbooten schmerzlich erfahren, wenn sie in die Rossbreiten geraten sind. Also meinetwegen von Europa nach Amerika rüber, haben sich ja von den Easterlies treiben lassen hier. Wenn sie in die Rossbreiten geraten sind, war Windstille, da war zappenduster, sind sie nicht weitergekommen. Und wenn sie Pferde mit an Bord hätten, wären die Rösser alle krepiert und verhungert und verdurstet. Und deswegen hieß das Rossbreiten. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, diese Erklärung, aber egal. Jedenfalls windstille Zonen hier und hier, das sind auch die Beobachtungen also der Meteorologie und natürlich der Seefahrer und so weiter. Ja, jetzt sind wir also schon herabgestiegen sozusagen von der Dimension der Milchstraße zur Sonne, dann war das jetzt der Sonnenwirbel, Sonne eingebettet in einen rotierenden Wirbel und davon getragen die Planeten. Und bis hin zur Erde, wie gesagt, entweder auf der Grundlage der Hypothese, die Erde ist aus einer Verdichtung entstanden, aus diesem Wirbel und wird immer noch umspült davon. In der Astronomie wird eine andere Möglichkeit auch diskutiert, nämlich dass die Sonne irgendwann mal einen Teil hier abgeschnürt hat und dann ausgespuckt hat und der sich hier auf die Wanderschaft begeben hat und daraus ein Planet geworden ist. Eine ähnliche Erklärung oder Deutung gibt es, meinetwegen der Jupiter hat ja x Monde, dass die ausgespuckt worden sind aus der Masse, aus der Gasmasse des Jupiter. Und immerhin, das findet sich ja in der griechischen Göttersage wieder, Jupiter ist ja auch Zeus und wenn ich mich nicht täusche, war das die Aphrodite, das wäre die Venus, die aus dem Kopf des Jupiter gezeugt worden sein soll. Was natürlich normalerweise völliger Quatsch ist. Ja? Also wenn wir uns dann eine menschliche Gestalt vorstellen und die Venus kommt nun aus dem Kopf des Zeus raus, klappt irgendwie nicht. Aber wenn man das bezieht auf eine Göttervorstellung, dass die Planeten als Götter jedenfalls zeitweise gedeutet wurden, dann könnte das viel mehr Sinn machen. Das war die Deutung, dass der Jupiter aus sich heraus Teile abtrennt und sie auf den eigenen Weg geraten, auf die eigene Bahn geraten. Und ebenso dann auch die Venus. Die Venus wäre dem Kopf, dem Haupt des Jupiter entsprungen. Ja, kriegt sogar so eine merkwürdige Mythologie, Göttermythologie, kriegt dann irgendwo eine ganz andere Deutungsmöglichkeit. Aber bleiben wir mal bei dieser Vorstellung, die Reich hier zugrunde gelegt hat, was nicht heißt, dass das die einzige mögliche Deutung ist. Aber für ihn war sowohl die Sonne eine Verdichtung aus Einwirbeln dieser Energie, als auch die Planeten nochmal Subsysteme innerhalb des Sonnensystems. Und die Besonderheit der Erde, dass sie in einem hohen Maße Organenergie um sich und in sich verdichtet, da kann man dann natürlich auch wieder fragen, warum gerade die Erde? Ist die vielleicht ein
Orgonakkumulator sind da die wechselnden Schichten von Isolator und Metall anders ausgeprägt als in den anderen Planeten. Und das wäre ja dann die Grundlage für diese Verdichtung der Energie. Jedenfalls hebt sie sich insoweit hervor und ist ja auch allgemein bekannt als der blaue Planet. Allerdings, wenn wir so weitermachen mit der Zerstörung der Erdatmosphäre, dann ist da mit dem Leuchten nicht mehr allzu viel auf lange Sicht übrig. Aber wir wissen ja auch, es lässt sich ja auch sogar in den Bereichen der Prozess des weiträumigen Absterbens lässt sich umkehren und die Natur lässt sich lebensenergetisch wiederbeleben. Das war ja das Thema letztes Mal. Ich denke, alle, die dabei waren, werden vermutlich schon beeindruckt gewesen sein, wie Wüstenatmosphäre, leblos gewordene Atmosphäre sich wieder verwandeln lässt in lebendige, in belebte Atmosphäre und in wenigen Jahren daraus neue Lebensgrundlagen entstehen können. Ja, jetzt sind wir also bei der Erde angelangt. Da will ich noch mal ein Stückchen ergänzen. Ich hatte jetzt zunächst mal diese globale Orgonströmung hier erläutert. Wie gesagt, für Reich von West nach Ost, was hier und hier stimmt. Hier irrte er sich. Wenn man das korrigiert, heißt es hier von Ost nach West. Nun, wenn man, ich nehme mal diese Strömung hier, wenn man diese Strömung zugrunde legt, von der Seite betrachtet, West-Ost, dann ist das Ganze ja immer noch eingebettet, erstens in die Ebene des Sonnensystems. Das wäre jetzt eine Möglichkeit der Betrachtung, wie verhält sich auch in welchem Winkel steht diese Ebene zu der Ebene hier der globalen Energieströmung. Diese Ebene hat Reich aber in seinen Betrachtungen, jedenfalls in diesem Buch Cosmic Superimposition, nicht in den Vordergrund gestellt oder hat sie quasi übersprungen. Das wäre also eine weitere Betrachtung wert, was sich aus dieser Überlagerung der solaren Ebene und der globalen Ebene und globalen Bewegungsströmung ergibt. Er ist dann noch einen Schritt darüber hinausgegangen und hat die globale Orgonenergiebewegung betrachtet und da auch auf Daten zurückgegriffen aus der Astronomie. Das wäre hier diese riesige Ebene, von der ich hier nur einen kleinen Ausschnitt zeige. Also der galaktische Orgonenergiestrom oder die galaktische Orgonenergieströmung. Und beide überlagern sich in einem bestimmten Winkel. Das sind nach seinen Auswertungen der astronomischen Daten sind das 62 Grad. Und die Frage ist, was geschieht anlässlich dieser Überlagerung? Ich male es jetzt mal hier hin. Es entsteht ein Wirbel in der Atmosphäre, ein Energiewirbel, der in dem Fall von oben betrachtet linksrum dreht, der in den Bereichen hier dann von West nach Ost sich bewegt und davon getragen wird. Das ist die Frage nach der Entstehungsbedingung von atmosphärischen Wirbeln. Das heißt, in seiner Vorstellung und Interpretation ist das, was die Meteorologen dann beobachten und beschreiben und abbilden, nur ein sekundäres Phänomen. Dem zugrunde liegen zunächst mal diese großräumigen Energiewirbel. Und durch die schon mal in anderem Zusammenhang beschriebene besondere Anziehung zwischen konzentrierter Orgonenergie und Wasser oder Wasserdampf
würde ein solcher Energiewirbel dann entlang dieser Arme und verstärkt dann auch zum Zentrum hin des Wirbels den Wasserdampf aufnehmen und ja, verdichten. Und diese Verdichtung von Wasserdampf bringt mit sich Wolkenbildung. Genau an dieser Frontlinie hier. Das ist das, was die Meteorologie auch beschreibt. Und wenn ein solcher Wirbel jetzt hier in den Bereichen von West nach Ost strömt, dann ist auch verständlich, wenn das jetzt hier die südlichen Regionen wären, dass warme Luft mit hier nach oben gezogen wird, während im zweiten Durchgang dann, wenn dieser Wirbelarm durchzieht, wird kalte Luft aus dem Norden hier runtergezogen. Das ist so der normale Ablauf eines Durchzuges, eines Tiefdruckwirbels in unseren Breiten. Wenn er denn sich noch bildet und wenn er denn auch durchströmt. Wobei wir ja im Zusammenhang des Themas letztes Mal uns damit beschäftigt haben, was geschieht, wenn bestimmte Bereiche weiträumig blockiert sind energetisch. Das, was Reich genannt hatte, Deadly Orgo. Aus Gründen, die wir auch ausführlich besprochen hatten. Allen voran radioaktive Einwirkung auf die Lebensenergiehülle der Erde, Fluss Elektrosmog und einiges andere. Wenn dann ein Wirbel hier getragen wird von West nach Ost, der kann hier nicht weiter, der kann hier nicht durchströmen. Das heißt, er wird hier sozusagen zum Beispiel aufgespalten, verliert seine Struktur, sodass sogar in dem Bereich dieses allgemeine Funktionsprinzip erkennbar ist. Energetische Erstarrung, lebensenergetische Erstarrung führt zu Strukturzerfall, also sogar zu Strukturzerfall von Wirbeln, in dem Fall von Tiefdruckwirbeln. Und wenn das lange anhält, dann kommt da keine Wolkenbildung mehr zustande, dann regnet es nicht, dann geht das in Dürre und wenn es noch länger anhält, in Richtung Wüste. Nun, wie gesagt, in dem Bereich war Wilhelm Reich davon ausgegangen, es würde auch von West nach Ost strömen. Er hat dann die tropischen Wirbelstürme genauer betrachtet, aber die will ich mal mit dieser Erweiterung hier und mit dieser Korrektur nochmal etwas anders betrachten. Da geht die Strömung ja von Ost nach West, während diese Strömung hier, die galaktische Strömung, ja, in diesem Winkel hier, das überlagert. Und da kann man erkennen, dass sich hier Wolken dieser Art und Wirbel dieser Art bilden. Und diese Wirbel werden dann mitgetragen in Richtung Ost-West, also in Richtung Westen. Und das ist in Äquatornähe, also nehmen wir mal an, in Westafrika. Und wenn sich dort solche Wirbel bilden, die sehen übrigens dann auch ein Stück anders aus als diese hier. Ja. Hier diese Wirbelarme sind dann etwas anders gelagert. Dann wird verständlich, warum diese tropischen Wirbelstürme dann über den Atlantik wandern in Richtung Mittelamerika, dann in der Karibik irgendwo ankommen und von dort dann nach oben abgedrängt werden und dann in den Einflussbereich kommen. Und dann kommen sie hier zurück von West nach Ost. Das sind dann vielfach die abgeschwächten Wirbelstürme, die dann als normale Tiefdrucksysteme bei uns dann irgendwann mal ankommen. Also das lässt sich schlüssig interpretieren und wie gesagt noch etwas schlüssiger als Reich das mit dieser einen Fehlannahme versucht hat zu interpretieren.
Ja, damit sind wir über eine große Reise in den Raum, Galaxien, unsere Milchstraße, Sonnensystem, Planetenbildung aus Wirbeln, umströmt werden von diesen wirbelnden Energieströmungen, auf der Erde gelandet und haben die Verbindung hergestellt zu dem Thema vom letzten Mal. Wenn diese Lebensenergiehülle der Erde aus ihrer natürlichen Bewegtheit und Beweglichkeit rausgerät und rausgeraten ist, also zum Beispiel durch solche weiträumige Blockierung der energetischen Fließbewegung, dann kommt hier das Wettergeschehen durcheinander und wenn das chronisch wird, gibt es schwerwiegende Krankheitssymptome dieses lebenden Organismus Erde. Das ist ja auch das, was ich in meinem Buch hier von 1996, die Wiederentdeckung des Lebendigen, schon damals thematisiert hatte. Da ist ja ein Kapitel, was sich auf diese Aspekte bezieht und da findet sich eine Überschrift: Ist die Erde bioenergetisch krank? Das ist der Hintergrund, also in der Deutung dessen, was Wilhelm Reich da ausgearbeitet hat. Ich habe auch hier in der Zeitschrift Emotion Nummer 6 einen langen Artikel seinerzeit veröffentlicht, 1984 schon. Und der hieß Unbegrenzte Energie, Ausweg aus der ökologischen Krise? Fragezeichen. Über mögliche technologische Nutzung von Orgonenergie und ihr Verhältnis zur Schwerkraftfeld- und Wirbelenergie. Und da findet sich auch etliches verarbeitet von diesem Gedanken von Wilhelm Reich, also Cosmic Superimposition, kosmische oder Überlagerung kosmischer Lebensenergie. Dieser Artikel ist also im Internet zu finden, über meine Website zum Beispiel. Wenn man da anklickt, den Schwerpunkt Bernd Senf in Emotion und dann Emotion Nummer 6 und dann kann man diesen Artikel sich auf den Bildschirm holen und bei Interesse auch ausdrucken. Ja, ich will jetzt im nächsten Schritt mal zu sprechen kommen auf die Wasserwirbel. Die sind nun von Wilhelm Reich nicht näher erforscht worden. Umso interessanter ist es, da andere Forschung mal in den Zusammenhang einzubringen oder darauf hinzuweisen. Zum Beispiel von Viktor Schauberger. Ja, ich glaube, den Namen muss ich nicht unbedingt aufschreiben. Viktor Schauberger, ein Förster ist das gewesen, der sehr ausgeprägte Sensibilität und Beobachtungsgabe hatte für die Natur. Da will ich jetzt nicht groß was drüber erzählen, das wäre ein Riesenthema für sich. Es gibt hier ein sehr verständlich geschriebenes Buch, das war für mich auch so ziemlich der erste oder der zweite Zugang, glaube ich, zu dem Thema Viktor Schauberger und lebendes Wasser, hier von einem Olof Alexandersson mit 2 S. Olof Alexandersson, lebendes Wasser, über Viktor Schauberger und eine neue Technik, unsere Umwelt zu retten. So heißt hier im Deutschen der Untertitel. Ich habe ja auch im Internet einen Vortrag über Reich, Schauberger und Gesell. Der ist sehr oft angeguckt worden, also ein Video. Das wäre eine Möglichkeit da, also wenn man sich da noch nicht mit beschäftigt hat, mal in die Spur zu gehen. Dann habe ich auch in meinem Buch Die Wiederentdeckung des Lebendigen ein längeres Kapitel über Viktor Schauberger und auch den Versuch, Schauberger und Reich miteinander zu verbinden. Und das will ich hier nur mal kurz andeuten. Schauberger hat die Bedeutung der Wirbelbewegung in natürlichen Gewässern sehr eingehend studiert und erkannt und gewürdigt und andersrum auch dann beobachten können, wenn diese natürliche Fließbewegung gestört wird, beeinträchtigt wird, zum Beispiel durch Begradigung von Flüssen
mal das hier mal nur so andeutungsweise hin. Dass dann das Wasser in vieler Hinsicht seine Qualität verändert. Also jetzt mal in der Draufsicht ist ja hier schon zu ahnen, dass es hier wirbelt und hier wirbelt. Das ist aber sehr grob nur betrachtet. Tatsächlich wirbelt das Wasser ja räumlich. Deswegen lässt sich das hier mit zweidimensionaler Darstellung schlecht veranschaulichen. Dieses räumliche Wirbeln, also etwa derart hier, ja, wie soll ich es machen? Ich male es hier mal vielleicht in der anderen Richtung hin. Das wäre eine räumliche Spirale. Also jetzt in dem Fall habe ich es gemalt in der Richtung, aber es kann genauso gut in der Richtung betrachtet werden. Das ist sozusagen erstmal ein Bauch, der sich hier aufbaut und dann wieder abschwächt hier und dann ändert sich die Drehrichtung. Und dann ändert sie sich wieder, sodass also das Wasser derart zu Tal sich schlängelt und bei diesem Schlängeln übrigens die Ufer überhaupt nicht belastet werden. Es ist wie ein Sog, der das Wasser zu Tal zieht und das Schwingen gehört mit dazu, dieses Mäandern, diese Art Schlangenbewegung auch. Und was der Viktor Schauberger herausgefunden hatte, dass allein schon durch Begradigung die Möglichkeiten dieses natürlichen Wirbelns beeinträchtigt werden. Und dass im Gefolge davon zum Beispiel das Geröll gar nicht mehr aufgewirbelt wird und zu Tal gewirbelt wird und das Bachbett oder Flussbett immer schmürgelt und irgendwo ja dadurch auch reinigt, sondern wenn das Wirbeln nachlässt, dann lagert sich dieses ganze Geröll ab im Flussbett. Ich mache es mal hier in Andeutung hin und wenn sich ablagert, wenn es keine Rolling Stones mehr sind, sondern nur noch Ablagerungen, dann heißt das, bei gegebenem Volumen von Wasser tritt das dann über die Ufer, immer mehr über die Ufer. Es wird uferlos. Und da hat er gesehen, da ist die Tendenz zu Überschwemmungen, die es bei natürlichem, sich schlängelndem Wasser so gar nicht geben würde oder die keine größeren Probleme mit sich bringen würden. Hier wird dann der Damm gebaut, um das einzudämmen, aber das ist im Grunde auch nur eine Symptombehandlung und so kann das unendlich weitergehen. Die Ursache zu beheben wäre ganz anders, nämlich dem Wasser seine schlängelnde und wirbelnde Bewegung wiederzugeben oder besser noch, das Wasser darin zu belassen, in der natürlichen Fließbewegung. Er ist damals natürlich mit den Experten der Wasserwirtschaft ziemlich aneinander geraten. Die haben gesagt, er spinnt und im Grunde haben sie auch recht, denn Spin ist ja auch der Wirbel. Das heißt, alle die auf diese Bedeutung gekommen sind, sind wirklich Spinner im wahren und gut verstandenen Sinne des Wortes. Aber normalerweise wird es ja eher abwertend verwendet. Wie gesagt, das ist ein Riesenkapitel für sich. Jedenfalls hat Schauberger dann eine ganze Reihe auch von technischen Möglichkeiten entwickelt, um Wasser, was leblos geworden war, auch als Lebensraum immer weniger Grundlagen geliefert hat. Also für Tiere, für Fische, für Pflanzen und so weiter. Das Wasser tendierte dahin abzusterben. Wie sich also dieses Wasser tendenziell wieder beleben lässt,
Und das Wesentliche war, ihm die Möglichkeit wieder zu geben, zu wirbeln, naturgemäß zu wirbeln. Und eine Annäherung daran war der sogenannte Schaubergersche Trichter. Also eine bestimmte Trichterform, hier ich mal es mal so ein Stückchen von schräg oben betrachtet und hier Wasser einbringen und dann sich hier innerhalb dieses Wirbels, innerhalb dieses Trichters einwirbeln lassen. Und alleine durch dieses Einwirbeln von vorher leblosem Wasser hat sich die Wasserqualität verändert, also Wasser als Lebensraum, Wasser auch als Lebensmittel, nämlich lebloses Wasser bedeutet ja auch, dass dem Menschen zum Beispiel oder den Lebewesen, die dieses Wasser trinken und sich einverleiben, darüber keine hinreichende Lebensenergie zugeführt wird. Und andersrum, lebendes Wasser, lebensenergetisch aufgeladenes oder angereichertes Wasser bringt dann mit sich, wenn man sich das einverleibt, dass dann eben der betreffende lebende Organismus lebensenergetisch, bioenergetisch aufgeladen wird. Was das für eine Bedeutung hat, haben wir ja im Zusammenhang mit Reich hier eingehend auch behandelt. Also etwa die bioenergetische Ladung des Blutes, die bioenergetische Ladung des Gewebes. Das ist von ganz großer Bedeutung im Zusammenhang mit Gesundheit, mit Heilung. Oder andersrum, wenn es ein extremer Mangel an dieser Energie, an der Lebensenergie ist, gibt es schwerwiegende bioenergetische Erkrankungen, Biopathien. Und das, was Wilhelm Reich über diese Auswirkung von Charakter- und Körperpanzer auf die bioenergetische Ladung von Gewebe und von Blut und so weiter untersucht hat, ist von der Seite von Schauberger nochmal untersucht worden in Bezug auf die lebensenergetische Ladung des Wassers oder von Getränken, und das lässt sich natürlich auch ganz allgemein übertragen auf Nahrung, auf Lebensmittel, Nahrungsmittel. Und wo die Lebensenergie raus ist, ist natürlich eine ganz wesentliche Grundlage einer gesunden Ernährung auch raus. Also da kommt vieles zusammen, was von Reich zum Teil nur angetippt worden ist und was das Wasser und die Belebung des Wassers anlangt, von Schauberger und Leuten, die sich an ihm orientieren, dann sehr viel gründlicher noch aufgearbeitet wurde. Nun, interessant ist ja die Frage, wieso soll denn eigentlich aus Anlass des Einwirbelns von Wasser dieses Wasser seine Qualität verändern von leblos in Richtung belebt und belebend? Das hat Schauberger eigentlich nur beobachtet und nach meinem Wissen nicht ganz schlüssig interpretieren können. Aber es reicht ja schon, dass er es beobachtet und dann auch nutzt und nutzbar macht. Er hat ja mal einen sehr markanten Satz formuliert: die Natur kapieren, um sie dann zu kopieren. Also erstmal genau beobachten, wie macht es die Natur, und es dann ihr ähnlich auch durchführen. Aber warum das geschieht, diese lebensenergetische Anreicherung von Wasser, was vorher mehr oder weniger leblos war, das scheint sich für mich erst verständlich zu ergeben, wenn man die Verbindung zu dem Reichschen Ansatz herstellt. Nämlich eben, dass das ein Wesensmerkmal der kosmischen Orgonenergie ist, dass sie wirbelt, dass sie über diese Überlagerung der Strömungen wirbelt. Und wenn das die Bewegungsform aus sich heraus ist, auf allen Ebenen, wo diese Energie wirkt und sich bewegt, dann ist auch verständlich, wenn man Wasser oder andere Medien in eine solche Wirbelbewegung versetzt, wie sie der Orgonenergie naturgemäß ist, wesensgemäß ist, dass diese Orgonenergie sich bei der Gelegenheit sozusagen reibungslos einfädelt. Also, wenn das Wasser
naja, das ist nicht unbedingt besser als vorher, wenn das einwirbelt und die Energie selber auch diese Bewegungsform hat, dann braucht es keinen zusätzlichen Kraftaufwand und Energieaufwand, um diese Lebensenergie hineinzubringen oder geraten zu lassen in das Wasser, sondern es geschieht, wenn ein Gleichlauf, ein Gleichströmen sich ergibt. Und dann wird es eigentlich verständlich. Alle Bewegungen von zum Beispiel Wasser, aber auch von anderen Stoffen entsprechen der Grundbewegungsform der kosmischen Orgonenergie, also dieser Wirbel- und Spiralbewegung, bringen mit sich eine lebensenergetische Aufladung oder lebensenergetische Anreicherung oder orgonenergetische Anreicherung eben dieser Materie, dieses Mediums. Schauberger hat ja dann eine ganze Reihe von Geräten entwickelt, andere haben daran angeknüpft. Dieser Schaubergische Trichter, nicht zu verwechseln mit dem Nürnberger Trichter. Dieser Schaubergische Trichter ist ja dann auch Gegenstand geworden mathematischer Untersuchungen. Das ist dann fortgeführt worden von dem Sohn von Viktor Schauberger. Das will ich mal kurz andeuten. Es ist auch in diesem Pythagoras-Kepler PKS, Pythagoras-Kepler-Schule. Das ist dieses Haus, in dem diese Forschungen von Viktor Schauberger bis heute sozusagen ihre Heimat gefunden haben. Es wird fortgeführt von Jörg Schauberger, dem Enkel von Viktor Schauberger. Und der Walter Schauberger war also der Sohn von Viktor und der Vater von Jörg. Nur mal so Ahnenreihe. Und dieser Walter Schauberger hat dann zusätzlich zu den Forschungen seines Vaters, hat er die mathematischen Gesetzmäßigkeiten dieses Schaubergischen Trichters untersucht, und das ist begründet auf der Hyperbel. Das haben wir irgendwann im Mathematikunterricht mal gehabt. Also hier x und hier y-Achse, 1, 1 und hier 2 und 1/2 und dann 4 und 1/4 und hier 1/2 und dann ist es hier 2. Also das ist y gleich 1 durch x. Und daraus ergibt sich ja hier diese Hyperbel. So, und wenn man die jetzt hier nochmal symmetrisch abträgt, so etwa, dann kann man sich das nochmal als Rotationskörper vorstellen und dann hätte man den Trichter und der kommt dieser idealen Form des Einwirbelns ziemlich nah, wobei die Natur übrigens nie ganz exakt mathematisch ist. Sie ist gekennzeichnet immer durch leichte Abweichungen von der mathematischen Exaktheit. Das ist ein interessanter Aspekt, das macht auch das Lebendige aus. Das Lebendige ist nie absolut mechanisch exakt, es sind immer kleine Abweichungen davon. Und die, sagen wir mal, die interessante Stimme von Sängern, die ist auch dadurch gekennzeichnet, dass es immer leichte Abweichungen sind vom genau richtigen Ton und vom genau richtigen Takt. Ja, das macht die Spannung und das Belebende auch aus. Aber man kann diese Form ja erstmal als Annäherung an diese ideale Form betrachten. Und wenn man das Ganze umkehrt, wie gesagt, dann hat man eben so etwas hier und die Möglichkeit zum Einwirbeln. Das ist der Schaubergische Trichter. Der Walter Schauberger hat jetzt hier noch weitere Aspekte untersucht, zum Beispiel, wenn man hier eine Schnittebene durchlegt.
dann ergibt sich eine bestimmte und in der Natur nicht ganz unbedeutende Form, nämlich die Form eines Eies. Vieles Leben beginnt im Ei. Ja, Befruchtung des Eis. Und dann irgendwann wächst da was heran und dann, also beim Hühnerei ist irgendwann mal so weit, dass die Schale dann aufspringt. Aber in vielen anderen Bereichen taucht die Form des Eies auf. Und sogar die Bione hier im Zusammenhang der Reichschen Forschung, diese winzigen Bläschen, könnte man auch interpretieren als winzige Eiformen, eiförmige Membrane, die die Natur sich schafft, wenn das große Gewebe, die größeren Strukturen nicht mehr hinreichend lebensfähig sind. Dann kommt der Strukturzerfall und dann schafft sie sich kleine, dezentrale Membrane, in denen sich die Lebensenergie von neuem verdichtet und Ausgangspunkt wird für lebendige Entfaltung. Das ist nicht eine Kugel, es ist nicht irgendetwas, es ist die Eiform. Und die Eiform ergibt sich aus diesem hyperboloiden Trichter hier im Schrägschnitt. Das ist schon interessant. Es ergeben sich hieraus auch Frequenzen in der Musik. Das will ich hier nur ganz kurz andeuten. Das ist eine Nahtstelle zu einem riesigen anderen Gebiet. Nämlich, wenn man eine Saite auf der Gitarre halbiert, also dort runterdrückt, dann kommt ja die doppelte Frequenz. Das ist die Oktave. Und wenn man es nochmal halbiert, kommt darauf nochmal die Oktave. Man kann also aus diesen Schwingungen heraus ableiten, erstmal die Oktaven und dann natürlich aber auch alle anderen Töne und Obertöne. Die ganze Welt des Klanges lässt sich ableiten aus dieser Struktur hier. Und dass wir von den Klängen, wenn sie denn harmonisch sind, wenn sie in bestimmten Proportionen zusammenklingen, also dü, 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 dü zum Beispiel, dann empfinden wir das, wenn wir überhaupt ein Empfinden dafür noch haben, empfinden wir das entsprechend auch als harmonisch. Warum? Weil wir irgendwo erinnert werden an etwas, was in der Natur überall vorhanden ist und unter anderem eben auch in uns vorhanden ist. Sodass wir dann auf diese Art und Weise in Resonanz geraten mit kosmischen Schwingungen und uns über diese Resonanz zutiefst emotional verbunden fühlen, eins fühlen, im Einklang uns fühlen mit den kosmischen Schwingungen. Da hängt ganz viel dran. Das ist hier nur ein kleiner Türspalt, den ich da mal ansatzweise geöffnet habe und wo man alleine darüber mindestens ein ganzes Semester füllen könnte. Es sind Einzelne, die auf dem Gebiet sehr viel geforscht haben. Ich hatte auch die Hagara Feinbier hier von dem Projekt ZEC verschiedene Male eingeladen. Die hat sehr viel musikalischen Hintergrund, die hat ganz viel auch tolle Chöre geleitet und sozusagen diese Erfahrung immer wieder weitergegeben, wie erfüllend es sein kann, in Resonanz, in Einklang zu kommen. Also wie gesagt, nur ein kurzer Hinweis, eine kurze Nahtstelle. Interessant scheint mir, dass die Eiform sich hieraus ergibt, während wir haben in der Mathematik seinerzeit gelernt, da gab es ja diese Formen hier, Zylinder und Kegel, und wenn man da einen Schnitt gemacht hat, dann gab es hier nicht ein Ei, sondern es gab die Ellipse. Die Ellipse ist nicht identisch mit einem Ei. Die Ellipse hat zwei sogenannte Brennpunkte.
Und wenn man hier, meinetwegen, wenn das ein elliptischer Raum ist und hier in dem Punkt steht einer und erzeugt einen Ton, wow, dann kommt der Ton hier an, also Einfallswinkel, Ausfallswinkel und so weiter. Hier wird der gehört, auch wenn der flüstert. Hier wird das Flüstern hier gehört. Aber nirgendwo anders wird es gehört. Das ist ein kurzer Hinweis auf die Bedeutung dieser Brennpunkte, also akustisch, aber auch optisch. Wenn das eine Spiegelwand wäre, dann würde der Lichtstrahl von hier nach da, genau da landen. Brennpunkt. Und wir haben in der Schule gelernt, die Planeten würden sich um die Sonne drehen, nicht wie man früher lange Zeit angenommen hat, auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen. Das hieße aber, wo ist denn nun die Sonne? Ist die Sonne hier? Ist das eindeutig definiert? Ist sie da in dem Brennpunkt oder ist sie in dem Brennpunkt? Und mit einer Ellipse lässt sich das nicht klar entscheiden. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Hinweis bekommen, das müsste Kepler gewesen sein, der hat schon aus seinen Messungen herausgefunden, das ist eigentlich es ist keine Ellipse. Es ist ein Ei. Nur für das Ei gab es keine angemessene Mathematik. Und dann hat er ersatzweise die Mathematik der Ellipse genommen. Und seither haben wir alle gelernt, die Himmelskörper, also die Planeten, würden sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen. Nein, es scheint die Ei-Form zu sein. Und die Ei-Form, also nicht iPhone, das ist was anderes, ja, iPod und was da alles gibt. Naja. Hier wirklich im wahren Sinne des Wortes Ei. Die Ei-Form scheint so eine besondere, hervorragende Bedeutung zu haben für Lebensprozesse und auch für Schwingung und Resonanz und dann eben sogar Umlaufbahnen der Planeten. Die sind ja auch Schwingungen, das sind ja bestimmte Zeiträume, in denen meinetwegen ein Planet hier die Sonne einmal umkreist, oder umkreist ist schon wieder umeilt, müsste man sagen. Und der andere Planet, der braucht länger dazu und der dritte braucht noch länger dazu und so weiter und so fort. Das sind ja alles dann auch Schwingungen. Und die sind allerdings so langsam, dass wir die mit unseren Ohren nicht hören. Deswegen ist es höchst interessant, das hat mich auch fasziniert vor 20, 30 Jahren, eine Veröffentlichung oder mehrere Veröffentlichungen damals von einem Jazzfachmann, einem Jazzexperten, Joachim Ernst Behrendt. Joachim Ernst Behrendt, glaube mit DT, bin mir nicht ganz sicher. Der hat jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte, die Berliner Jazz-Festivals organisiert und zusammengestellt und moderiert und so weiter. Und ist irgendwann mal dann auch auf noch viel weitergehende Aspekte, wenn man so will, fast spirituelle Aspekte der Musik gekommen. Und hat ein Buch rausgebracht und dann auch damals Kassetten ergänzend mit dem Titel Die Welt ist Klang. Die Welt ist Klang. Eigentlich hätte es heißen müssen, die Welt ist Schwingung und Resonanz. Und ein Aspekt der Schwingung oder eine Erscheinungsform von Schwingung ist das, was wir hören können. Andere Erscheinungsform von Schwingung ist das, was wir sehen können. Und deswegen der umfassende Begriff, denke ich, wäre Schwingung. Aber egal. Er hat gesagt, die Welt ist Klang und ausgehend davon, von Schwingung und Resonanz, hat er faszinierende Erkenntnisse zusammengetragen, also aus anderen Forschungsbereichen. Zum Beispiel, wie man die Umlaufbahn der Planeten eben als Schwingung deuten kann, und damit sie hörbar werden, müssen sie eben nicht nur eine Oktave, sondern vielleicht 10 Oktaven höher gesetzt werden. Das ist ja dann nur noch eine Rechenaufgabe.
Und das hat er gemacht, oder andere haben es gemacht und er hat es zusammengetragen. Und dann konnte man die Klänge der Planetenbewegungen hören. Die äußeren Planeten hörten sich völlig anders an als die inneren Planeten. Und nach innen ging das. Und draußen war die Rhythmusgruppe sozusagen. Auch so bewegend. Ja, die sphärischen Klänge wirklich hörbar machen. Und man braucht nichts anderes dafür, als die Zahlen und die Zahlenproportionen jeweils in der Frequenz verdoppeln und nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln, also jeweils eine Oktave dann immer nochmal höher. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei 10 Oktaven höher, werden die Planetenschwingungen, die Planetenbahnen hörbar. Das ist ein Klang. Und dann gab es einen anderen und gibt es, also Joachim Ernst Behrendt lebt meines Wissens nicht mehr, aber Hans Kustow. Hans Kustow, die kosmische Oktave, eines seiner Bücher, auch schon von vor 30 Jahren, der hat da unglaublich viel erforscht, also aus den astronomischen Daten mit Umläufen und so, hat er dann eben das ins Verhältnis gesetzt zu Tönen und auch zu Stimmgabeln. Und er hat bemerkt, dass die Stimmung, die unserer Musik weltweit zugrunde liegt, nicht, oder man muss genauer sagen, nicht mehr übereinstimmt mit den kosmischen Schwingungen. Das ist nochmal ein höchst interessantes Kapitel. Was ist da passiert? Zu Zeiten von Beethoven und Mozart und anderen war der Kammerton A anders gestimmt als, ich glaube, seit den 40er Jahren, entweder in den 30er oder in den 40er Jahren. Und der frühere Kammerton A und alle anderen darauf dann bezogenen Töne, also dann C, D, E, F, G, A, H, C und so weiter, waren früher im Einklang mit den kosmischen Rhythmen. Und durch eine Umdefinierung, aus Gründen, die mir noch nicht wirklich plausibel sind, ist es weltweit geschehen, dass der Kammerton A aus der, ich will es mal sagen, kosmischen Verbundenheit, aus der kosmischen Resonanz rausgerissen wurde und damit das ganze System der Musik abgekoppelt wurde von der Resonanz mit dem Kosmos. Man kann nur ahnen, also wenn man das überhaupt ernst nimmt, wie solche Schwingungen dann auch auf Lebewesen wirken. Im einen Fall empfinden sie diese kosmische Harmonie. Sie fühlen sich verbunden, sie fühlen sich eins, sie spüren den Einklang und sind davon zutiefst bewegt. Im anderen Fall stimmt irgendwas nicht. Und zwar alles stimmt nicht mehr. Jetzt musikalisch. Es ist aus der Resonanzfähigkeit rausgeraten oder rausgerissen worden. Mit welchen Argumenten und Begründungen das seinerzeit geschehen ist, ist mir noch nicht bekannt. Aber der Spur mal weiter nachzugehen, ist sicherlich nicht ganz uninteressant. Weil das wäre eine weitere Form von Entwurzelung. Zwar Entwurzelung der ganzen Menschheit, soweit sie sich jedenfalls in diese Art von Klangstrukturen, also der westlichen Musik, hineinbegibt. Es gibt ja die indische Musik, diese völlig anders, und die scheinen noch diese kosmische Verbundenheit in ihren Tönen und Schwingungen drin zu haben. Und damit auch die Möglichkeit, mit diesen Klängen und mit diesen Resonanzen zu heilen, während eine daraus losgelöste Schwingung diesen heilenden Aspekt nicht mehr mit sich bringen würde und diesen erfüllenden Aspekt eben auch nicht, oder jedenfalls nicht mehr in dem Ausmaß, wie es von Natur aus und ursprünglich auch mal gewesen ist. Also das ist ein Riesenforschungsbereich, da sind andere ja dann viel mehr eingetaucht, und Hans Kustow, wie gesagt, als einer der Pioniere auf dem Gebiet. Er hat dann einfach in Anbindung an die kosmischen Schwingungen
von neuem den Kammerton A rausgefunden und Stimmgabeln fertigen lassen, die eben genau diesem kosmischen Einklang entsprechen und darauf aufbauend dann alle anderen Töne. Und daraus ist ein ganzes System von Behandlungen geworden. Also ein bestimmter Ton an einer bestimmten Stelle, meinetwegen auf dem Akupunkturpunkt eingebracht, bringt dann diese Resonanz und die damit einhergehende Selbstheilung zu Wege. Und an einem anderen Punkt ist eine andere Frequenz passend. Also der menschliche Organismus scheint eben auch seine Entsprechung zu den kosmischen Schwingungen und den harmonikalen Strukturen von Natur aus zu haben. Und wenn das wieder aktiviert wird, und das sind ja ganz zarte Klänge, ja, die hört man ja kaum, so eine Stimmgabel. Da wird dann nur dieses untere Stück der Stimmgabel aufgesetzt auf einen entsprechenden Akupunkturpunkt oder irgendwo, was weiß ich, auf dem Schädel oder sonst wie. Ich kenne die Details nicht, aber das ist ein ganzes System von Behandlung, nur über Schwingung. Damit sind Heilungen auf Ebenen möglich, von denen sich unsere Schulweisheit und die Universitätsweisheit und die Weisheit der Schulmedizin nichts träumen lässt. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass mit dieser Lebensenergie nicht nur die Aspekte strömen, zusammenströmen, vielleicht blockiert werden, stauen, dann Störungen von auch in anderer Weise Übererregung, das hatten wir alles besprochen, dass das nicht nur diese Aspekte mit einbezieht, sondern darüber hinaus auch noch die Schwingungsqualitäten. Das habe ich im Groben auch schon mit angesprochen in meinem Buch Die Wiederentdeckung des Lebendigen, weil viele unkonventionelle Behandlungsmethoden lassen sich auf diesen einen Nenner dann zurückführen. Das eine, das ist die Schwingung auf der akustischen Ebene. Das andere sind Schwingungen auf der Ebene des Optischen, also des Lichtes. Das ist einfach ein anderes Spektrum von Schwingungen, die wir mit den Augen wahrnehmen. Und darüber hinaus gibt es auch auf der Ebene nur von Energie, ohne Töne, ohne Licht und Farben, nur energetische Schwingungsmuster, also das wird zuweilen auch Information genannt. Und auch auf der Ebene, zum Beispiel auch angeregt durch Akupunktur und andere energetisch wirkende Methoden, können Gesundungs- und Heilungsprozesse angeregt werden, wo die Schulmediziner, also jedenfalls wenn sie sich an ihre klassische Ausbildung halten, nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können und dann eindringlich warnen, lassen sich nicht auf so eine Scharlatanerie ein und Esoszene, esoterisch und Scharlatanerie und Betrug und was weiß ich nicht alles. Ja, ist ja auch nicht auszuschließen, dass da manches unterwegs ist, was nicht ganz seriös ist, aber damit diese ganzen vielfältigen Erfahrungen und Zusammenhänge hinwegfegen wollen, ist völlig unangemessen. Die Medizin der Zukunft wird eine Energiemedizin, eine Schwingungs- und Resonanz- und Informationsmedizin werden und ist es ja zum Teil schon geworden bei etlichen Ärzten und Heilpraktikern, die sich da über das herrschende mechanistische Weltbild auch der Schulmedizin hinaus bewegt haben. Diese Entsprechungen, wie im Großen, so im Kleinen, wie außen, so innen, wie oben, so unten und was es da an Entsprechungen alles gibt, das sind ja alles Weisheiten aus einer Zeit von vor ein paar tausend Jahren, aus dem alten Griechenland. Ja, griechische Philosophen haben derart die Welt betrachtet und wohl auch ein Empfinden dafür gehabt. Und da ist ganz viel auf der Strecke geblieben, ganz viel verloren gegangen. Und wenn man es genauer betrachtet, da haben wir ja auch schon ein Stückchen in anderen Zusammenhang drüber geredet, ist es rigoros zerstört worden und kaputt gemacht worden. Allen voran in unseren Breiten durch die Hexenverfolgung,
und später aber auch durch die Ausgrenzung und Verfolgung von Wissenschaftlern und Forschern und Entdeckern, die das Prinzip der Lebensenergie wiederentdeckt haben. Sie sind ja immer wieder mit mehr oder weniger Dreck beschmissen worden und dann ausgegrenzt worden. Man kann da wirklich fragen, warum? Was sind die tieferen Ursachen für diese Angst vor dem Lebendigen? Nun, darüber hat sich Reich auch sehr grundlegende Gedanken gemacht. Da habe ich jetzt nicht im Einzelnen da auf seine diesbezüglichen Veröffentlichungen mich bezogen, aber ich will es nochmal nennen, dieses eine Buch Christusmord. Das ist eines seiner späten, oder ich glaube sogar das letzte Buch, was er veröffentlicht hat. Und da geht es eigentlich um die These, dass wenn Christus so eine Gestalt war, die in Kontakt mit den kosmischen Lebensenergien war, man kann das ja auch das Göttliche nennen, ohne jetzt einen solchen personifizierten Gott Vater da irgendwo unterstellen zu wollen und zu müssen. Wenn das eine Gestalt war, die verbunden war, die sozusagen im Einklang war mit diesen kosmischen Strömen und Schwingungen, und in Resonanz gehen konnte und das auch durch sich durchströmen und ausstrahlen konnte, dann werden die Heilungen, die da als Wunderheilungen oft eingeordnet werden, die werden im Prinzip verständlich. Und es wird auch verständlich, warum Menschen sich sehr stark angezogen gefühlt haben von einer solchen Gestalt. Einerseits. Andererseits aber dann auch panische Angst entwickelt haben, weil sie selber eben so weit entfernt waren, so viel in sich niedergerungen hatten und verschüttet hatten. Und dass sich dann die anfängliche Begeisterung ganz schnell dann ins Gegenteil verkehren kann, also was in zugespitzter Form ja in dieser Geschichte von Hosianna, Hosianna, diesem Jubelgesang am Palmsonntag, da niederschlägt und ein paar Tage später am Karfreitag die gleichen Menschenmassen haben dann gebrüllt, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Reich deutet das so, das ist dieser Christusmord, das ist das Morden gewesen an dem Prinzip der lebendigen Entfaltung und dieses kosmischen Einklanges, dieser kosmischen Verbundenheit. Und dass das aber nicht nur einmal geschehen ist, so wie es in der Bibel dann überliefert ist und in der christlichen Tradition dann über die Jahrhunderte und 2 Jahrtausende hinweg weitergegeben wurde, sondern dieses Grundmuster habe seither milliardenfach stattgefunden. Mit jedem neu auf die Welt kommenden Menschen, ausgestattet mit der inneren lebendigen Quelle, die sich entfalten will, dann aber zusammenprallend mit gesellschaftlichen Repressionen. Und das treibt dieses lebendige Wesen in die innere Spaltung und dann staut sich diese Energie auf und bricht entweder gewaltsam nach außen oder wenn da der Deckel drauf gemacht wird, geht es als Selbstzerstörung nach innen. Milliardenfacher Christusmord. Das ist die These von Reich. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Hier ging es jetzt um die kosmische Resonanz oder die Resonanz des Lebendigen mit dem größeren lebendigen Universum. Und um die Frage, warum ist auch in Bezug auf diese Welt der Schwingungen, also der Töne, warum ist das rausgerissen worden oder rausgeraten aus der kosmischen Verbundenheit? Aber wenn das erstmal verstanden worden ist, gibt es eben Möglichkeiten, und relativ einfache, das wieder miteinander zu verbinden. Wie gesagt, diese kosmische Oktave, wie der Hans Kusto das nennt, ist ein praktischer Ansatz. Ich habe auch schon gehört, dass es Musikaufnahmen geben soll, mittlerweile in der ursprünglichen Stimmung, und von denen soll was völlig anderes ausgehen, also emotional. Da gibt es ganz viel mittlerweile, ja, wenn man nur einmal den Blick dafür öffnet und das im Zusammenhang jetzt auch mit diesen
was ich hier angedeutet habe, bringt. Es fügt sich immer mehr zusammen. Ja, und dann gibt es auch keine Trennung zwischen Musik und Optik und Astronomie und Meteorologie und was weiß ich nicht alles, sondern es entsteht ein immer mehr ganzheitliches Bild eines lebendigen Universums, in dem diese kosmische Lebensenergie aus sich heraus bewegt ist, bestimmte Grundbewegungsformen ihr Wesensmerkmal sind, und dazu gehört das Schlängeln und das Zusammenströmen und der Wirbel. Bis jetzt habe ich nur das Einwirbeln hier betrachtet. Ich komme gleich im nächsten Schritt zur zweiten Hälfte, nämlich dem Auswirbeln. Ja, hier war es ja schon mal, beide Aspekte. Und je mehr da zusammengebracht wird, umso ganzheitlicher wird dieses Bild eines lebendigen Universums. Und das, was uns in vielen Bereichen vermittelt wurde, eben einschließlich der Physik und dem physikalischen Weltbild, also der Mainstream-Physik, ist weitestgehend abgekoppelt und entleert davon. Ja, Hans-Peter Seiler hat angeknüpft an die Forschung von Reich, unter anderem in seinem Buch Der Kosmonenraum. Der Kosmonenraum, das ist seit langem vergriffen. Trotzdem hat er einige Artikel veröffentlicht, wo wesentliche Gedanken und wesentliche Aspekte hier dieses Buches Der Kosmonenraum behandelt werden. Und diese Artikel finden sich auch auf meiner Website. Und zwar, wenn man anklickt den Schwerpunkt Lebensenergieforschung anderer Autoren. Lebensenergieforschung anderer Autoren findet man ganz unten, das muss schon 1992, glaube ich, gewesen sein, findet man Artikel von Hans-Peter Seiler. Einer heißt Raum, Zeit, Leben und Materie. Der andere heißt Spiralform, Lebensenergie und Matriarchat. Und noch weitere mit anderen Titeln, die ich jetzt im Moment nicht parat habe. Hans-Peter Seiler hat diesen Gedanken, also des Einwirbelns, aufgegriffen, meint aber, da fehlt noch ein Aspekt bei Reich, nämlich dem Einwirbeln schließt sich auch ein Auswirbeln an, und deswegen ist er zu einem erweiterten Modell gekommen, einer räumlichen Struktur, wo diese Energie des Raumes einerseits einwirbelt und dabei auch noch dieser Wirbelring hier rotiert. Also in dem Fall rotiert er so hier. Ein rotierender Ringwirbel, der kann ja einmal in der Richtung rotieren und der kann auch in der Gegenrichtung rotieren, was ich hier andeute. Ich nenne die eine Richtung mal Plus und die andere Richtung nenne ich Minus. Das sind jetzt also keine Wertungen, sondern nur, dass die sich gegensätzlich drehen. Man muss sich das auch nicht vorstellen als wirkliche Ringe hier, wie so ein Rettungsring. Es ist keine materielle Substanz, sondern es ist nur Strömungsprozess. Einwirbeln, auswirbeln, einwirbeln, auswirbeln. Dieser Wirbelring ist ja das, was man auch Torus nennt. Torus. Das ist ja jetzt in den letzten Monaten ziemlich im Internet jedenfalls um die Welt gegangen mit diesem Film Thrive. Auf den hatte ich auch mal verwiesen, will das auch nochmal tun. Es scheint so zu sein, immer wenn der ins Internet kommt, wird irgendwann nach einer Weile
das blockiert und dann erscheint es wieder auf einer anderen Website und so. Also offenbar sind da Inhalte drin, die bestimmten Kreisen nicht gerade besonders gefallen. Ich habe damals schon gesagt, gleich nach der ersten Betrachtung dieses Films, mich hat er zutiefst bewegt. Und es beginnt ja gleich mit der Bedeutung, mit der universellen Bedeutung dieser Bewegungsform des Torus. Leider findet weder Reich dort Erwähnung noch Hans-Peter Seiler. Hans-Peter Seiler, wie gesagt, lange jetzt vor diesem Film Thrive, ist auf die Bedeutung von Ringwirbeln, von Torus gekommen und dann nochmal dem rotierenden Ringwirbel. Und dadurch gibt es eben diese Gegensätze, einmal in der Richtung, das andere Mal in der anderen Richtung rotierend. Wenn man sich das diese Wirbelbewegungen, die hören ja nicht hier irgendwo auf, das greift ja immer mehr in den Raum hinein. Das heißt, es gibt auch Fernwirkungen dieser Wirbelbewegungen. Und wenn die sich gegensätzlich drehen, dann ist es so, ich kann es auch nochmal hier malen, diese Drehrichtung, dass die sich aufeinander zubewegen, einander anziehen, während wenn die sich gleichgerichtet bewegen, das male ich nur mal hier hin, das wäre also hier dieses Minus und hier auch nochmal gleichgerichtet. Könnte nicht mal diese Handys ausmachen, das stört wirklich. Also dann wäre das so hier und hier wäre es so. Ja, so rum und so rum. Daran sieht man, bei gleicher Bewegungsrichtung kollidieren die hier, diese Bewegungsströmungen. Und wenn die kollidieren, dann treiben die sich voneinander weg. Nun, genau das wird ja in der Physik beschrieben und in der Technik ist das ja auch bekannt. Nämlich, wenn das jetzt elektrisch geladene Teilchen sind. Gegensätzlich geladene Teilchen ziehen sich an, gleich geladene stoßen sich ab. Warum das so ist, ist aber in der Physik eigentlich nicht anschaulich verständlich. Hier mit diesem Modell wird das ganz verständlich, also sinnlich erfahrbar. Der Hans-Peter Seiler hat ja dann in seinen Veranstaltungen, ich hatte den öfter eingeladen, hier in meine Veranstaltungsreihen über viele Jahre hinweg, hat er alle möglichen Modelle gebaut, wo dann sich etwas so drehte und das andere andersrum und man konnte nur staunen, wie das alles anschaulich wurde. Auf seiner Website, die hatte ich vorhin aufgemalt, also www.hanspeterseiler als ein Wort.ch. Er ist also aus Zürich, war früher übrigens Leiter der doch sehr bekannten Bircher-Benner-Klinik gewesen und ist jetzt Arzt in der Nähe von Zürich. Hat sich aber über Jahrzehnte hinweg immer wieder, auch mit dem Hintergrund von Homöopathie, immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Was ist das, was zum Beispiel der Homöopathie zugrunde liegt, der Akupunktur, anderen Energiebehandlungen zugrunde liegt? Und ist immer tiefer eingedrungen in die Forschung von Reich, in die Forschung von Franz Anton Mesmer, dessen verschüttetes physikalisches Weltbild er dann überhaupt erst einmal ausgegraben hat. Das ist auch Teil dieses Kosmonenraums, also dieses Buches. Jedenfalls, das, was ich hier nur mal an einem Zipfel sozusagen andeute, das geht durch seine Arbeiten hindurch. Es werden physikalische Phänomene, die als solche durchaus bekannt sind, also wie die Elektrizität und die Anziehung oder Abstoßung, wie der Magnetismus, wie die Gravitation, das wird auf einer tieferen Ebene, nämlich auf der Ebene eben dieser Funktionen der kosmischen Lebensenergie und ihres Wirbelns, Einwirbelns, Auswirbelns, Rotierens,
wird das anschaulich verständlich und es ergibt sich mehr und mehr ein einheitliches Bild des Naturgeschehens, also des Universums. Und das durchdrungen, durchströmt von einem Medium, was, wenn man die Reichen Erkenntnisse dazu nimmt, oder auch die von Franz Anton Mesmer, also dem Begründer des Mesmerismus, dieser Energieheilungsbewegung vor ein paar Jahrhunderten, wenn man das zugrunde legt, ist das ja die gleiche Energie, die uns als Menschen durchströmt und tief bewegt, wenn wir uns denn bewegen lassen, wenn wir uns denn hingeben diesem Strömen. Und die uns allerdings Angst macht, wenn wir so konditioniert sind, dass wir denken, das ist sündhaft und das darf nicht sein und alles mehr oder weniger niedergerungen haben. Hier wird auch der Gegensatz aufgehoben und überwunden zwischen Physik und Naturwissenschaft auf der einen Seite und Emotionen auf der anderen Seite, die ja in der Auffassung von vielen Naturwissenschaftlern nun überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Doch, das ist im Naturgeschehen ist das eine Einheit. Ja, zu dem Thrive noch mal ganz kurz eine Ergänzung. Ich weiß nicht, wer von euch den Film schon mal gesehen hat oder sich vielleicht noch mal angucken wird. Bei aller Würdigung und Begeisterung für den Film will ich doch noch hinzufügen, es sind zwei Dinge drin, mit denen ich mich nicht identifiziere. Das eine war der Bezug auf eine falsche Geldschöpfungstheorie, diese multiple Kreditschöpfung, diese falsche Lehrbuchtheorie, die wird dort ungeprüft übernommen. Und es ist zum Zweiten, war es ein Hinweis auf scheinbaren Ausweg aus dieser ökonomischen Krise und globalen Krise mit Hinweis auf die sogenannte österreichische Schule Ludwig von Mises. Und da habe ich ja meine ganz großen Vorbehalte. Das habe ich an anderer Stelle schon mal angedeutet. Die zwei Punkte sind für mich Schwachpunkte, das ist bedauerlich, aber ich kann trotzdem den Film ansonsten würdigen, da ist unglaublich viel zusammengetragen. Also jedem nur zu empfehlen. Ja, auf dieser Grundlage erklärt also Hans-Peter Seiler, was die Elektronen eigentlich sind, was die Positronen sind, was ein Proton ist, alles aus dieser Wirbelstruktur heraus, was die anziehenden und abstoßenden Kräfte eigentlich sind. Es sind Fernwirkungen dieser Wirbelbewegung. Und er hat ja dann seinen Blick auch gerichtet in ethnologische Forschung, in archäologische Forschung und hat dort immer wieder Hinweise gefunden, also ausgegraben haben das natürlich überwiegend andere, obwohl er auch selber durch die Welt gereist ist und dann mit der Kamera das eine oder andere unter dem Gesichtspunkt auch dann dokumentiert hat. Aber immer wieder lässt sich in den Überlieferungen früherer Kulturen finden die Darstellung solcher fließenden Linien. Sowas. Oder Wellenbewegung. Und seine Deutung ist, das war sozusagen ein Äußern eines Empfindens dieses Energieflusses. Das ist auch hier die Einheit von Gegensätzen. Also so wie hier einwirbeln, auswirbeln, einwirbeln, auswirbeln ist, so wie im Schaubergerischen Trichter erstmal das Einwirbeln ist, aber wenn man die zweite Hälfte dazu nimmt, gibt es das Auswirbeln und dann gibt es die Eiform. Das Schaubergersche Ei, die Einheit der Gegensätze. Das ist eine Sichtweise, die haben wir in unserer abendländischen westlichen Logik und Denkweise nicht gelernt. Wir fragen immer, was nu, entweder oder. Das ist eine völlig verfehlte Frage. Das ist nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Das eine ist auch nicht besser als das andere. Es ist die Einheit von Gegensätzen als bewegendes Prinzip. Überall in der Natur, im Großen, im Mittleren, im Kleinen. Und das haben Menschen in früheren Gesellschaften offensichtlich empfunden und haben dem
bildhafte Gestaltung verliehen. Ich hätte fast gesagt, sie haben es bildlich ausgedrückt, aber da ist schon unsere Sprache wieder völlig daneben, weil da ist nichts mit Drücken und nichts mit Druck und mit Unterdrücken. Es strömte einfach, es geschieht. Also sie haben es bildlich geäußert. Und interessant genug ist, das sind Gesellschaften gewesen, in denen die Entfaltung der Sinnlichkeit ihren Raum hatte, gesellschaftlich unterstützt wurde, von klein auf. Ich hatte ja auch in anderen Zusammenhang ein paar Hinweise gegeben auf entsprechende Gesellschaften noch bis ins 20. Jahrhundert, Trobriander-Gesellschaft etwa. Aber wenn man weiter zurück in der Geschichte geht und rund um den Erdball, lassen sich überall derartige Spuren hier finden, und es waren Spuren aus nicht patriarchalen Gesellschaften, also wo diese lebendige Entfaltung nicht unterdrückt wurde, nicht tabuisiert, nicht verteufelt wurde, sondern wo sie zelebriert wurde, wo sie gefeiert wurde. Das sind ja Lebensformen und Liebesformen gewesen, die unser Vorstellungsvermögen völlig übersteigen. Aber es war Realität. Es gibt immer mehr Hinweise und Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht patriarchalen Strukturen rund um die Welt vorhanden gewesen waren. Und eben erst beginnend vor ungefähr 6000 Jahren schlug das Ganze mehr und mehr um in Gewalt, Patriarchat und so weiter. Interessant in dem Zusammenhang ist dann auch, dass sich hier die Darstellung solcher fließenden Bewegungen immer weniger findet, nämlich mit dem Umkippen dieser liebevollen Gesellschaften in gewaltsame und in patriarchale Gesellschaften. Wurde das eckig. Und solche Formen kennen wir auch weit verbreitet, das ist aber aus einer späteren Phase. Es gibt auch zum Beispiel Felsenzeichnungen, Felsenmalereien und zum Teil Höhlenmalereien aus diesen früheren Gesellschaften mit unglaublich schönen, fließenden Linien, also einer künstlerischen Gestaltungskraft. Manchmal sogar Porträts und Körper, wo man denkt, was sind das für Genies gewesen? Und danach, nach dem Umkippen in Gewalt, zerfallen diese fließenden, ganzheitlichen Linien und Darstellungen in immer mehr Splitter. Ich denke, dass ein erheblicher Teil auch dessen, was als moderne Kunst läuft, Ausdruck der weit verbreiteten Zersplitterung ist. Wenn der Picasso meinetwegen Menschen gemalt hat, die ihre Nase hier und das Ohr hier hatten und sonst wie, dann hat er entweder selber so empfunden, so zerrissen und zersplittert, oder er hat mit dem Blick des Künstlers seine Umgebung, die Gesellschaft so empfunden. Die sehen natürlich nicht alle so aus, aber was er dann mit solchen Bildern vielleicht drücken, da ist es wirklich schon drücken wollte, ist der Grad der Zersplitterung und Zerrissenheit des modernen Menschen und großer Teile der Menschheit. Aber es hat menschliche Gesellschaften gegeben, die waren im Einklang, im Gleichklang mit diesem Strömungsprinzip der kosmischen Lebensenergie. Das ist unübersehbar, wenn man einmal mit diesem Blick an diese archäologischen Funde rangeht. Dann hört es eigentlich gar nicht mehr auf. Überall findet man Spuren. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, oder vor 3 Jahren war ich mal wieder auf der Insel Santorini, also einer der griechischen Inseln. Die wird ja demnächst bestimmt mal privatisiert und versteigert. Meldet euch da früh genug. Macht ein Schnäppchen. Jedenfalls gibt es da ein Museum in der Hauptstadt dieser Insel und
Das ist voll von solchen Gebrauchsgegenständen, Vasen und alle möglichen anderen Gegenstände. Und überall ist das hier drauf. Solche Linienführung von Spiralen. Und wenn man dort fragt, was bedeutet das? Die Fachleute, die wissen das gar nicht, weil die haben nie einen Blick dafür entwickelt. Aber es macht sehr viel Sinn, ja, mit diesem Blick ranzugehen, wie Hans-Peter Seiler das getan hat. Gerade in dem Artikel Spiralform, Lebensenergie und Matriarchat, aus mir unerfindlichen Gründen ist das Wort Matriarchat dann auf meiner Website auf einmal, es fehlt. Wer hat da, ich weiß nicht, habe ich da auf einmal einen Aussetzer gehabt oder jedenfalls fehlt es in der Überschrift. Aber das ursprüngliche hieß eben Spiralform, Lebensenergie und Matriarchat. Dann gibt es auch eine Aufzeichnung eines Vortrages, das war in der letzten Veranstaltungsreihe in der FAW, wo ich den Hans-Peter Seiler auch wieder eingeladen hatte. Und da müsste es heißen, Spiralbewegung als universelles Prinzip oder so ähnlich. Oder Wirbelbewegung als universelles Prinzip. Grundlagen des Weltbilds eines lebendigen Universums, irgendwie so. Diese DVD, also die Aufzeichnung davon, ist auch auf meiner Website zu finden oder auch auf der von Hans-Peter Seiler ist der entsprechende Link. Und da hat er vieles zusammengefasst, was einen viel besseren Eindruck vermittelt von seiner Arbeit, als das jetzt in den paar Minuten hier von mir vermittelt werden kann. Ein ganz eindrucksvoller Fund, kann man schon sagen, oder Beobachtung von Hans-Peter Seiler ist auf Malta gewesen und im Zentrum des Heiligtums, also am heiligsten Orte dieser vorpatriarchalen Gesellschaft, die sich noch länger gehalten hat auf wenigen Inseln als auf dem Festland. Ja, im Festland ist das durch gewaltsame Horden viel eher zerstört und zertrümmert worden. Und Fluchtbewegung gab es dann auf einzelne Inseln, also Malta, Kreta, Santorini. Dort haben sich diese vorpatriarchalen Strukturen und Kulturen noch länger gehalten, ehe sie dann auch überrollt wurden. Jedenfalls auf Malta, im heiligsten Bezirk, kann man sagen, im Herzstück des Tempels von Malta, der natürlich nur noch als Ruinen jetzt vorhanden ist, findet sich auf dem Boden in Stein gemeißelt folgende Figur. Ja, diese Schnittlinie ist jetzt verkehrt hier, ne? Das darf sich nicht schneiden. 4 solche Wirbel, gegenläufig wirbelnd, das heißt also, die beiden, weil sie gegensätzlich wirbeln, ziehen sich an. Das ist rechtsrum, das ist linksrum. Die beiden ziehen sich an. Das ist linksrum, das ist rechtsrum. Die beiden ziehen sich an. Das ist linksrum, das ist rechtsrum. Die beiden ziehen sich an. Das heißt, eine solche Wirbelstruktur innerhalb eines Meeres von kosmischer Energie bringt hervor eine in sich stabile Struktur. Das ist im Prinzip das, wie Hans-Peter Seiler die Atome auch gedeutet hat und schließlich auch die Bindekräfte von Molekülen, innerhalb von Molekülen. Und die haben ja damals keine moderne Physik gehabt, keine moderne Chemie, nichts, aber sie haben offenbar eine Intuition gehabt. Sie haben das von einer Art Innenschau offensichtlich wahrgenommen, was wesentliches Prinzip, Struktur- und Bewegungsprinzip des Kosmos ist.
wie also die sogenannte Materie interpretiert werden kann, als ein stabiles System einzelner Wirbel, die über Wirbelbewegung aufeinander einwirken und dieses Gebilde als ein zwar ständig fließendes und strömendes und dabei aber in sich stabiles Gebilde entstehen lassen, was sich vor dem Hintergrund des Meeres von allgemeiner Energie abhebt. Und das haben die, so deutet es jedenfalls Hans-Peter Seiler, diesen allgemeinen Hintergrund, den haben die auf Malta durch solche Pünktchen dargestellt. Also diese Steine sind alle nochmal so gepunktet, um anzudeuten, da ist nicht nichts, da ist etwas. Aber wie will man etwas sichtbar machen und vermitteln, wenn es eigentlich im unsichtbaren Bereich ist? Aber es hebt sich dann durch die Verdichtung hier hervor, die Elementarteilchen fügen sich zusammen zu einem stabilen Gebilde, sei es ein Atom, sei es Molekül. Das deutet darauf hin oder lässt eigentlich offensichtlich werden, dass solche Kulturen, so primitiv wie sie aus unserer Perspektive erscheinen mögen, ein ungleich viel tieferes Wissen und Verständnis und Empfinden vermutlich auch gehabt haben. Im heiligsten Bezirk des Tempels ist dieses Fließen der kosmischen Lebensenergie zelebriert worden. Das war das Heiligste, während es in späteren Gesellschaften verteufelt wurde. Interessant auch in dem Artikel von Hans-Peter Seiler, Raum, Zeit, Leben und Materie, ist ein historischer Rückblick auf verschiedene Sichtweisen, bezogen auf dieses Medium, was den ganzen Raum ausfüllt, diesen kosmischen Äther. Und er geht zurück bis zu Pythagoras und der pythagoreischen Schule. Von Pythagoras weiß man auch, dass er mehrmals in Ägypten war. Er war sozusagen in die spirituelle Elite im alten Ägypten eingeweiht, war wohl auch in den Pyramiden als Einweihungskammern mit drinnen, brachte viel an Wissen und an Intuition dann zurück nach Griechenland und hatte ein Weltbild entwickelt eines den ganzen Raum, das ganze Universum erfüllendes Medium, eines erfüllenden Mediums. Und diese Vorstellungen haben noch ältere Wurzeln, also nicht nur Ägypten, sondern man kann noch weiter zurückgehen bis in die sumerische Gesellschaft. Das ist aber nur ein ganz kurzer Hinweis. Das Ausgraben der Schrifttafeln und Bildtafeln und Rollsiegeln aus der sumerischen Gesellschaft ist eine unglaubliche Fundgrube und lässt die Menschheitsentwicklung nochmal in einem völlig anderen Licht erscheinen, wenn man diese Ausgrabungen sozusagen übersetzt, was zum erheblichen Teil schon getan ist. Also bis dahin gehen die Wurzeln zurück. Es gab dann Schüler von Pythagoras, der Hans-Peter Seiler, den nennt den Empedokles, der solche Vorstellungen wohl entwickelt hat, die sehr ähnlich sind mit denen, die Hans-Peter Seiler dann mit dem rotierenden Ringwirbel entwickelt hat. Also ein einströmendes Prinzip und zusammenfließendes und dann ein ausströmendes Prinzip, wo sich das dann wieder trennt. So etwas hat der Empedokles in seiner Philosophie oder in seinem Weltbild als ein universelles Prinzip unterstellt. Und es gab dann noch einen Demokrit, auf den Hans-Peter Seiler auch eingeht. Auf den geht ja wohl diese Vorstellung, auch der Begriff eines Atoms zurück, der in gewisser Weise von diesen Fließprozessen schon auch noch Kenntnis hatte. Aber zu der Zeit soll es schon
anstößig gewesen sein, überhaupt über dieses Strömen von etwas im Universum und dieses Zusammenströmen in Form des Liebesprinzips zu reden und zu schreiben. Und deswegen hat er da schon mehr und mehr sich zurückgehalten und es beginnt langsam diese Vorstellung eines aus sich heraus strömenden und auch wirbelnden Äthers sich umzuformen in Richtung eines zwar schon noch vorhandenen Äthers, aber eines unbewegten, eines ruhenden Äthers. Und es geht dann noch weiter, und Sokrates hat ja jeder schon mal gehört, und dann, dass er irgendwann den Giftbecher da nehmen musste. Ja, er war ein Ketzer, weil in der Deutung von Hans-Peter Seiler hat er nochmal deutlicher angeknüpft an diesen Vorstellungen eines alles durchdringenden Mediums, was das Gleiche ist, was den menschlichen Emotionen zugrunde liegt. Also im Grunde war das schon längst anstößig. Ja, so ungefähr, als würde man in der katholischen Kirche nun über Liebesspiele und deren wunderbare Erfüllung da reden. Da weiß man ja auch, das ist da irgendwo fehl am Platze. Ja. Und der Hintergrund, warum man den Sokrates ins Jenseits befördert hat und ihm also gezwungen hat, einen Giftbecher zu trinken, wäre die Strafe für diese Ketzerei gewesen. Dass er nochmal angeknüpft hat an diesem Weltbild eines lebendigen Universums und eines letztendlich von Liebesenergie durchströmten und durchdrungenen Universums. Das ging dann bestimmten Kreisen, die längst in patriarchale Strukturen sich umgewandelt hatten oder umgewandelt worden waren, ging das dann zu weit und sie haben mit Hass darauf reagiert. So wie man das ein paar tausend Jahre später dann ja auf erstaunliche Art und Weise wieder erlebt hat, wie große Teile der Gesellschaft, auch der Wissenschaft, mit Hass reagiert haben auf die Wiederentdeckung der Lebensenergie durch Wilhelm Reich und andere. Ich will vielleicht das eine Bild hier nochmal bringen, wo das noch offensichtlich zelebriert wurde, nämlich also dieses Lebens- und Liebesprinzip. Moment, so rum, jetzt mal hier so rum. Das ist auch aus Malta. Nein, Moment, das ist nicht richtig geworden. Ach, ich hätte es noch besser üben sollen. Also fädle ich es mal von hier ein. So. Und dann hier. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, was das meinen könnte. Da braucht man nicht mehr viel dazu zu sagen. Das ist das Weibliche, das auch, und das ist das Männliche. Und das ist die Vereinigung von männlich und weiblich. Im Tempelbereich zelebriert. Es hat wohl mal eine Einheit von Spiritualität und Sexualität gegeben. Ehe das dann mehr und mehr voneinander getrennt, abgespalten wurde und sich dann Formen von Religion herausgebildet haben, die geradezu auf der Unterdrückung dieses lebendigen und liebevollen Prinzips begründet waren. Nicht als irgendeine beiläufige, nebensächliche Erscheinung, nebensächlicher Aspekt, sondern als der Kern der Herrschaftsstruktur, die damit einherging und geht. Die Ahnenreihe geht ja dann irgendwo weiter und in unserem Kulturkreis ist es ja viel später wieder, gab es eine Anknüpfung an das, was im alten Griechenland da schon mal entwickelt worden war und was eine gewisse Wiedergeburt
insoweit erfahren hat. Und in Anlehnung auch an die griechische Philosophie soll Descartes, der ja als Philosoph, also vom Namen her mindestens vielen bekannt sein dürfte, er soll noch angeknüpft haben an diesen Restbeständen dieser damaligen Theorie von einem Äther, aber schon mehr in Richtung eines ruhenden Äthers, also eines unbewegten Äthers. Aber immerhin, es musste hinter dem Naturgeschehen irgendetwas Verbindendes sein. Und der Newton, der ja als Naturwissenschaftler und Physiker den meisten mehr oder weniger bekannt sein durfte, und auch als Mathematiker, der ja auch viele Naturgesetze dann mathematisch formuliert hat, zum Beispiel das Fallgesetz. Der Newton muss wohl schon eine ziemlich gespaltene Persönlichkeit gewesen sein, oder mindestens sein Weltbild war gespalten, dass er einerseits mathematisch abstrakt verschiedenste Naturvorgänge beschrieben hat, dass er andererseits aber auch sehr spirituell war. Und Reich hat das ja mal genannt, die mechanistisch-mystische Spaltung. Bildete keine Einheit mehr wie in früheren kulturellen Phasen, also wie etwa das, was ich hier kurz angedeutet habe, sondern in dem einen Bereich war er ein exakter Wissenschaftler und in dem anderen Bereich war er Mystiker. So ungefähr wie das in unserer Gesellschaft ja bis heute zum Teil ist. In der Woche macht man Profitorientierung und geht, sagen wir mal, über Leichen. Und am Sonntag geht man in die Kirche und bittet dann um Gnade. Das ist eine Spaltung. Ja, das ist nicht integriert, das stimmt nicht miteinander überein. Und jedenfalls Hans-Peter Seiler deutet den Newton so, dass er einerseits ja gerade die exakte und mathematisierte Naturwissenschaft und Physik und Astronomie und so weiter vorangebracht hat. Und dass er auf der anderen Seite aber noch abgespalten davon Mystiker war. Nur interessant genug ist, in den Physikbüchern später liest man überhaupt nichts darüber, dass der mal Mystiker war und sich also spirituell sozusagen verbunden gefühlt hat mit einem Universum, was sich nicht einfach nur auf mathematische Formeln reduzieren ließ. Also dann haben es oftmals auch noch die Nachfahren besorgt, dass die Reste von Verbundenheit, und seien sie schon abgespalten gewesen vom Ganzen, dass die dann auch noch verschüttet wurden und der Betreffende nur noch geehrt wurde und in die Geschichte eingegangen ist, als einer, der nur noch formal, exakt, mathematisch und abstrakt die Naturvorgänge bestimmen hat. Und so ist es dann eben auch in die Lehrbücher der Physik eingegangen und in die Schulbücher, dass unter den Physikern dann von diesem ursprünglichen, von der lange Zeit verbreiteten Vorstellung eines Mediums, was alle Teile des Universums einbettet und miteinander verbindet, dass davon immer weniger die Rede war. Immerhin, Restbestände haben sich schon noch gehalten und das war eine Sichtweise, eine Interpretation, die noch bis in Anfang des letzten Jahrhunderts hineingereicht hatte, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Vorstellung von einem physikalischen Äther. Also das ist eine ernstzunehmende Vorstellung gewesen unter Physikern. Allerdings hat man dort wie selbstverständlich von den vielfältigen Möglichkeiten, wie dieser Äther beschaffen sein könnte. Der konnte ja zum Beispiel so beschaffen sein hier, wirbelnd und strömend und dynamisch, oder er konnte so beschaffen sein, das soll nur symbolisch andeuten, ein ruhender Äther, ein statischer Äther. Dass der auch so beschaffen sein konnte, das war längst kollektiv verdrängt worden.
durch diese Jahrhunderte und Jahrtausende, die ich hier so im Schnelldurchgang mal kurz angedeutet habe. Das war obszön, da irgendwelche Strömungen zu unterstellen, die dann gar den Menschen auch noch durchströmen und erfüllen könnten und ihn oder die Menschen dann im Liebesakt miteinander verschmelzen ließe. Das alles war obszön geworden. Aber ein ruhender Äther, okay, der war noch gerade mal geduldet und salonfähig. Und jetzt ging es den Physikern darum, um die Frage, ist das nur irgendwie so eine Vorstellung oder ist das eine Realität, eine physikalische Realität? Lässt sich dieser Äther, in Klammern, den man ohnehin nur als ruhend sich vorstellen konnte, als statisch, lässt sich dieser Äther irgendwie nachweisen, also mit Messungen, ja, mit wissenschaftlich exakten und nachvollziehbaren Messungen. Und das bildet den Hintergrund einer Versuchsreihe zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Michelson-Morley. Das war, wenn ich mich recht erinnere, 1905. Und zwar gleich hier in der Nähe, nämlich in der Nähe von Potsdam. Die beiden hatten diese Überlegung aufgegriffen, wenn es einen ruhenden Äther gibt und in diesem ruhenden Äther die Erde sich bewegt, also erstmal rotiert und sich dann ja auch hier um die Sonne bewegt, dann müsste ja also für einen Punkt auf der Erde, sagen wir mal hier, müsste es ja eine relative Bewegung geben zu dem umgebenden und so angenommenen, also als ruhend angenommenen statischen Äther. Das ist etwa so, als wenn man bei windstillem Wetter auf dem Fahrrad fährt, ordentliche Geschwindigkeit, dann spürt man gleichwohl einen Wind, der ja aber nicht wirklich da ist, sondern es ist nur der relative Wind zwischen dem Radfahrer und, und der ruhenden Luft. Einen solchen Gegenwind, das wäre ja wie Gegenwind, müsste man doch dann auch hier feststellen können in Bezug auf diesen ruhenden Äther. Jetzt ist die Frage, wie äußert sich das denn? Wenn dieser Äther das Medium zum Beispiel ist, über das sich elektromagnetische Wellen ausbreiten. Ja, das war ja auch die Frage, was ist denn das Medium elektromagnetischer Wellen? Dazu gehören ja auch Lichtwellen und Radiowellen. Von Wasserwellen wissen wir, dafür braucht es Wasser. Von Luftwellen wissen wir, dafür braucht es Luft. Was ist denn das Medium, durch das sich elektromagnetische Wellen ausbreiten? Und das wurde eben angenommen als physikalischer Äther. Also müsste man doch dann auch feststellen können, wie sich jetzt die Ausbreitung des Lichtes, ich male das jetzt mal hier hin, verhält, einmal mit dem angenommenen Ätherwind und das andere Mal gegen den angenommenen Ätherwind. Da müsste doch vielleicht etwas Ähnliches sich feststellen lassen wie bei der Ausbreitung von Schallwellen. Den Effekt kennt eigentlich jeder, wenn eine Schallquelle, sagen wir mal eine Autohupe, wenn die sich jetzt bewegt, hier auf einen Beobachter, also einen, der da mit seinen Ohren hört, sich zubewegt, der im Auto sitzt, hört diesen Ton. Aber diese Wellen werden ja mit seiner Annäherung komprimiert, zusammengeschoben und dadurch kommen aus der Position des Beobachters kommen höhere Frequenzen raus. Also höhere Frequenzen lassen einen Ton höher klingen. Obwohl der im Auto sitzt, hört nur immer. Jetzt entfernt sich hier diese Tonquelle, diese Schallquelle
Und dadurch die Ausbreitung der Wellen wird gedehnt. Und das sind dann geringere Frequenzen. Und deswegen geht es dann ja. Das ist der sogenannte Doppler-Effekt, also von einem Physiker namens Doppler, mal beschrieben bei akustischen Wellen, bei Lichtwellen, ja, und so weiter. Und das war die Fragestellung von Michelson-Morley. Lässt sich da irgendwas an Veränderungen in der Ausbreitung von Licht messen, nachweisen, experimentell nachweisen, was dann darauf schließen könnte, dass da ein Medium ist, über das die Wellen sich ausbreiten. Nun, der erste Versuch hat nichts Signifikantes gebracht. Das kann an mehrerem liegen und gelegen haben. Erstmal haben die beiden selber gesagt, wir haben erstmal ganz vorläufige Messapparaturen hier, die müssten in einem weiteren Schritt verbessert werden. Wir haben nur sehr kurze Zeit gemessen, einige Stunden und an einigen Tagen. Wir müssten diese Messungen ausweiten auf viel längere Beobachtungen. Wir müssten auch an anderen geografischen Orten das messen können und dann allmählich sehen, wie sich die Daten dann zusammenfügen und interpretieren lassen. Auf jeden Fall haben sie von sich aus gesagt, es dürfen zum jetzigen Zeitpunkt, also zum damaligen, noch überhaupt keine Folgerungen daraus gezogen werden. Das sind die ersten vorläufigen Annäherungen an einen Versuchsaufbau, den es noch zu entwickeln und weiterzuentwickeln gilt. Ungeachtet dessen, ungeachtet dieser Bemerkung von den beiden, hat sich die Gemeinde der Wissenschaftler, der Physiker, der Naturwissenschaftler offenbar mit Genugtuung auf die vorläufigen Ergebnisse gestürzt. Die wurden auf einmal überall publiziert und auf einmal hieß es, die Existenz eines physikalischen Äthers sei von jetzt ab ein für allemal experimentell widerlegt. Das ist schon interessant. Warum diese Eile? Warum war das bestimmten Leuten so wichtig? Diese Restbestände eines Äthers, der ja schon aus seiner Beweglichkeit zurechtgestutzt war auf einen scheinbar statischen Äther, auch die noch rauszubefördern aus dem Weltbild. Und an diesen Experimenten hat ja dann auch angeknüpft Albert Einstein. Das kann ich jetzt hier in der Kürze nicht nachvollziehbar entwickeln. Jedenfalls ist unter Anknüpfung daran auch einiges entstanden, was dann Grundlage seiner Relativitätstheorie geworden ist. Für die ist er weltberühmt geworden. Man hat ihn damals gefragt, wie viele Leute verstehen denn diese Theorie? Da hat er gesagt, ja maximal 3 oder 4 können das verstehen. Also es ist schon ein gewisser Gegensatz, die Anschaulichkeit des Weltbildes, was ich hier bei Hans-Peter Seiler angedeutet habe, und der hohe Abstraktionsgrad bei Albert Einstein. Klar, später haben alle das nachgebetet, der hat die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt und die spezielle, und dann hat er dafür wohl auch einen Nobelpreis gekriegt. Weit gefehlt, dafür hat er ihn nicht gekriegt. Das ist auch später erst einmal rausgekommen. Da habe ich gerade jetzt im Dezember einiges auch auf meine Website gestellt. Die Einstein-Lüge. Es ist seine Relativitätstheorie aufgebaut worden auf einzelnen Bestandteilen, die er selber zusammengeklaut hat und keine Quellen angegeben hat. Also sozusagen ein Gutenberg-Produkt. Und man wollte ihm den Nobelpreis geben, aber das Nobelpreiskomitee ist darauf gekommen oder darauf hingewiesen worden, dass diese Theorie auf höchst fragwürdigen Grundlagen beruht, und deswegen würde sich das Nobelpreiskomitee selber in Gefahr begeben, wenn sie dafür ihm den Nobelpreis geben. Wenn das hinterher auffliegt, ist ja der ganze Nobelpreis dann irgendwo in Misskredit geraten oder wäre geraten. Und das haben die auch eingesehen, und dann haben sie aber gedacht, irgendwie müssen wir den Einstein
doch noch einen Nobelpreis verschaffen und haben eine relativ belanglose Veröffentlichung von ihm auf dem Gebiet der Elektrodynamik zur Grundlage des Nobelpreises genommen, während die wesentlichen Grundlagen dieses Forschungsbereiches auf einen Russen zurückgingen. Und der ist überhaupt nicht gewürdigt worden, also von Einstein nicht gewürdigt worden und vom Nobelpreiskomitee auch nicht. Also mit einem höchst fragwürdigen Produkt, ziemlich minderwertig und dann auch noch halb geklaut und noch ein i-Tüpfelchen irgendwo dazugefügt, hat man den Einstein in den Sattel gehoben eines Nobelpreisträgers. Warum brauchte es eine solche Galionsfigur für ein Weltbild, wo unterm Strich rauskommt, das Weltall ist gähnend leer, angefüllt mit ein paar Materieinseln? Das ist eine Interpretation, auf die ich vor einigen Jahren gekommen bin. Und ich gebe mal das an hier. Nikolai Levaschow, ein Physiker, ein russischer Physiker und spiritueller Heiler mit unglaublichem Horizont in vieler Hinsicht. Der hat auf seiner Website einen Artikel, den findet man dann auch, weil da das Porträt von Einstein als Bild abgebildet ist. Und wenn man den Artikel anklickt, ja, er ist leider nur in Englisch, aber für die, die Englisch können, mir scheint er sehr lesenswert zu sein. Und er stellt die These auf, es hatte Methode. Es ging bestimmten Kreisen darum, das Weltbild eben um die Restbestände dieses Äthers zu entleeren und sozusagen eine weitere Abkoppelung über das entleerte Weltbild, eine weitere Abkoppelung der Menschheit von dieser kosmischen Verbundenheit mit zu befördern. Ob die letzte Interpretation zutreffend ist oder nicht, ich vermag das nicht einzuschätzen, aber interessant ist schon, mit welchem Eifer man damals Michelson-Morley auf den Sockel gehoben hat, als angeblich endgültigen experimentellen Beweis, dass es den Äther nicht gäbe, entgegen ihrer eigenen Deutung, dass es die ersten kleinen vorläufigen Schritte sind. Und warum hat man andererseits die Wiederentdeckung eines, und dann allerdings nicht statischen, sondern eines in sich bewegten und aus sich heraus bewegten, dynamischen, wirbelnden, strömenden Äthers, wie es Reich dann entwickelt hat, mit derartiger Vehemenz bekämpft, mit derartigen Dreckschleudern versehen, die ja bis heute nicht abgerissen sind, wie ich in der Veranstaltung ja mehrmals darauf auch hingewiesen habe. Das ist schon auffallend, das ist schon bemerkenswert und fragwürdig. Wie man es letztlich deuten kann, ich weiß es nicht, aber stutzig kann einen das schon machen. Ja, nochmal interessant ist, dass Michelson und Morley einen Schüler hatten, nämlich Dayton Miller, der nicht nur ein paar Tage solche Messungen durchgeführt hat und nicht nur an einem Ort und nicht nur zu einer bestimmten Jahreszeit, sondern über, ich glaube, es waren 3 Jahrzehnte, hat er diese Frage verfolgt und experimentell immer wieder ist er ihr nachgegangen, hat die Messmethoden, die Messgeräte verbessert, hat mögliche Störquellen und Fehlerquellen immer weiter reduziert und hat dann Messreihen rausgefunden, deren Interpretation für ihn so waren, dass es erstens einen physikalischen Äther geben muss, zweitens, dass dieser aber nicht statisch, nicht ruhend sein kann, sondern aus sich heraus bewegt. Und er hat sich ganz stark angenähert, oder es kollidiert jedenfalls nicht mehr mit den Vorstellungen von Wilhelm Reich über eine wirbelnde, aus sich heraus wirbelnde und strömende kosmische Organenergie. Dieser Dayton Miller hätte
mindestens einen Nobelpreis verdient. Stattdessen ist er der Ignoranz zum Opfer gefallen. Die Gemeinde der Wissenschaftler hat von seinen gut dokumentierten Forschungen überhaupt keine Kenntnis genommen. Der ist praktisch in der Versenkung verschwunden, also nicht er, sondern sein Werk und seine Versuchsprotokolle und Veröffentlichungen und so weiter. Aus der Versenkung heraus hat ihn erst meines Wissens der James DeMeo geholt. Er ist irgendwann auf die Spur gekommen und ist in die Archive gegangen. Und in diesem Artikel, in dieser Broschüre, die ich ja schon mehrmals erwähnt hatte, die ist wirklich sehr inhaltsreich, Pulse of the Planet und Nummer 5, Untertitel hier oder Hauptüberschrift Heretics Notebook, ist ein langer Artikel über Dayton Millers Ether Drift Experiments, also über diesen bewegten, aus sich heraus bewegten Äther. Und selbst nachdem er wieder aus der Versenkung und aus der historischen Vergessenheit herausgeholt worden war, von den Veröffentlichungen von James DeMeo über Dayton Miller, hat wiederum die Scientific Community, die Gesellschaft der Wissenschaftler, in dem Fall der Naturwissenschaftler, überhaupt nicht darauf reagiert. Schweigen, schweigen, schweigen. Im besten Fall. Und im weniger guten, wie gesagt, Dreckschleudern oder schwerste Ausgrenzungen. Was ist da? Ja, was liegt dem zugrunde? Jedenfalls scheint mir wichtig zu sein, dieses herrschende Weltbild, dieses scheinbar so rationale und mathematisch ja auch ganz exakt formulierte physikalische Weltbild, das ist nicht so neutral. Da ist eine bestimmte Herrschaftsideologie eingeflossen, die unterm Strich darauf hinausläuft, die Verbundenheit des Menschen und der Menschheit mit dem kosmischen Ganzen aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein und aus dem individuellen Bewusstsein und Erleben herauszuhalten. Warum geschieht das auf so vielfältiger Ebene? Die Entwurzelung, die Abtrennung, das Herausreißen und herausgerissen sein und herausgerissen worden sein aus dieser kosmischen Verbundenheit, aus diesem Einklang mit diesem lebendigen Universum. Man kann es auch andersrum fragen, was könnte das für eine Welt sein? Was könnten das für individuelle Entwicklungen, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen sein, wenn Menschen mehr und mehr, am besten natürlich verbunden blieben mit diesen kosmischen Zusammenhängen, von klein auf, wenn man sie nicht immer wieder da rausreißen würde. Und diejenigen, die schon mehr oder weniger und in vieler Hinsicht abgetrennt worden sind, wieder dazu kommen lässt, sich mehr und mehr rückzuverbinden. Das war ja ursprünglich mal die Bedeutung des Wortes Religion, eine Rückverbindung. Nur die ist offenbar durch die patriarchal geprägten Kirchen nicht nur nicht befördert worden, sondern in vieler Hinsicht genau im Gegenteil verhindert worden. Es braucht, wenn, dann ganz andere Formen. Ich würde das auch nicht mehr nennen von Religion und schon gar nicht Kirche, sondern von Spiritualität. Und das ist auch, denke ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Jedenfalls habe ich die aus dem Reichschen Ansatz und aus manchen anderen lebensenergetischen Ansätzen mitgenommen. Die Konsequenz bei aller Kritik an den vorherrschenden Formen von Kirchen und Religionen ist für mich nicht der Atheismus. Das ist eine spirituelle Lehre mit 2 E. Sondern für mich hat sich eine ganz andere Form von Spiritualität daraus entwickelt. Und da gibt es ja die verschiedensten Wege,
sich wieder mit diesen kosmischen, lebendigen Energien mehr und mehr zu verbinden, ihre heilende Kraft auch zu erfahren, auch das Wunderbare an Liebesempfinden zu erfahren und zu leben und zu erleben. Und die liebevolle Verbundenheit mit anderen Geschöpfen, bis hin nicht nur zu anderen Lebewesen wie den Tieren, sondern auch den Pflanzen und sogar dem lebenden Organismus Erde. Und warum soll das dort Halt machen? Es gibt ja spirituell weit entwickelte Menschen, die bis zu dieser Einheit der Verschmelzung mit dem Universum kommen können, vom Erleben her. Und die aus diesem Erleben heraus dann in den Zustand wieder zurück sich begeben können, der eben mehr hier mit beiden Füßen auf dem Boden ist. Aber so erfüllt mit tiefen Einsichten, nicht nur im Kopf, sondern aus einer spirituellen Verbundenheit. Das sind Bewusstseins- und Bewusstwerdungsprozesse, die sind menschenmöglich. Und wenn man erstmal die Problematik erkannt hat und die vielfältigen Ebenen, wo die einzelnen Menschen und menschliche Gesellschaften abgetrennt worden sind und wodurch sich das verankert, in welchen Strukturen das überall sich verankert hat, sind daraus auch Ansatzpunkte der vielfältigsten Art zu finden, um sich wieder zu verbinden mit dem kosmischen Ganzen. Das ist die Botschaft, die ich aus dem Werk von Wilhelm Reich für mich daraus gezogen habe. Und vielleicht kann der eine und die andere damit auch einiges anfangen. Soweit für heute. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Ja, vielleicht noch eins, was mindestens einige von euch auch mitsingen könnten, und das wäre schön, wenn wir das hier zu einem Einklang bringen würden, zum Ausklang. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she
is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Oh, oh, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken heart people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Oh, although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Night is cloudy, there is still a light that shines in me. Shine until tomorrow, let it be. Oh, I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Oh, oh, let it be. Let it be, let it be, let it be.